Wie lange würde es dauern, bis wir verloren hätten? Was denken Sie, Herr Warwick? Ich glaube nicht, dass wir verlieren würden. Wir sind stärker als Russland, gar keine Frage. Alleine? Militärisch? Im Ernst? Ich meine, da liegt ja geografisch schon noch was dazwischen. Ich glaube, dass... Lassen Sie all das weg. Nein, die Vorstellung, dass Deutschland ganz alleine... Die Vorstellung, dass Deutschland ganz alleine steht, ist abwegig. Ein Gedankenexperiment zu verändern, ist ein anderes Gedankenexperiment. Russland steht vor den Grenzen, Deutschland verteidigt sich. Wie lange dauert das? Na, ich muss mich ja nicht auf Ihr Gedankenexperiment einlassen. Ich finde, das ist keine vernünftige Sicht sozusagen, wenn Sie damit sozusagen dahin wollen, dass ich mich in die Lage eines angegriffenen Staates, nämlich der Ukraine, versetze, dann sage ich, ja, das kann ich. Das wollen wir nicht, wollen wir gar nicht. Also, nein, aber es ist schon erstaunlich, das möchte ich dann doch vertiefen. Sie wollen sich vielleicht nicht reinsetzen, weil die Antwort sehr kurz ist. Nein, Wie lange kann die Bundeswehr irgendeiner Armee in der Qualität Russlands widerstehen? Jetzt machen wir kein Gedankenexperiment. 1,5 Tage. Ich halte nichts von dieser These, dass Deutschland völlig blank ist. Deutschland Hat keiner behauptet. Wir haben keine Munition, Johannes. Ja, also ich meine, wenn der Russe angreift, fangen wir an zu schießen und nach einem Tag ist die Munition alle. Punkt. Ich finde das nicht so sonderlich zielführend jetzt. Ich glaube, Deutschland weil es hat nicht in ihre Richtung Streitkräfte, führt oder die weil es nicht handlungsfähig sind. Aber wie wäre es denn, wenn man einen Gedankenprozess einfach mal annimmt, auch wenn es unter Umständen nicht der eigenen Meinung nutzt? Und wenn wir versprechen, dass wir nicht wollen, dass Sie sich in die Ukraine hineinversetzen. Nein. Es geht wirklich darum, wie lange würde nur dieses Gedankenexperiment einmal gelten lassen, wie lange würde die deutsche wenn Russland mit Bundeswehr Atomwaffen standhalten? angreifen würde, dann wäre das in einer halben Stunde vorbei, gar keine Frage. Okay. Also, ich meine, es kommt auf das Szenario an, aber ich weiß nicht, wohin das jetzt führen soll. Deutschland hat Streitkräfte, die sozusagen handlungsfähig sind, die ungefähr 200.000 Leute umfassen, die eine Menge Geld für Verteidigung ausgeben. Und ich halte, wie gesagt, nichts von der These, dass Deutschland völlig blank ist. Völlig blank müssen wir ja nicht sein, aber wir hören jetzt 1,5 Tage ohne Nuklearwaffen, mit Nuklearwaffen, halbe Stunde. Was heißt das dann für die Verteidigungsfähigkeit? Sind wir vorbereitet auf Krieg? Sind wir verteidigungsfähig? Herr Masala, Sie haben jüngst in einem Gastbeitrag für die Zeit davon gesprochen, dass das außen- und sicherheitspolitische System der Bundesrepublik agiere wie in tiefsten Friedenszeiten. Können wir Krieg nicht mehr? Wir können Verteidigung nicht mehr. Also Krieg können wir sowieso nicht mehr. Das ist vielleicht auch gar nicht mal so schlecht, weil man sozusagen als Krieg die nach vorne Bewegung jetzt sozusagen mit der Intention, jemand anders anzugreifen, versteht. Aber wir können auch die Verteidigung nicht mehr. Und ich würde sogar einen draufsetzen, wir könnten die Verteidigung auch nicht mehr, wenn die Bundeswehr besser dastehen würde, als sie gerade dasteht. Weil letztens ist Verteidigung, und jetzt schlage ich mal die Brücke zur Ukraine, weil das ein Beispiel ist, Verteidigung ist immer ein gesamtgesellschaftliches Konzept. Also es nutzt nicht nur, wenn die Streitkräfte sich verteidigen, aber die Bevölkerung sozusagen nicht verteidigungsbereit ist. Und ich glaube, hier haben wir große Defizite in dieser Frage der Verteidigungsbereitschaft als Gesellschaft. Und von daher... Und jetzt kommt noch der Zeitartikel. Ja, wir haben momentan die Strukturen, wir haben eine Krisenzeit und wir haben noch immer außensicherheits- und verteidigungspolitische Strukturen wie in der Friedenszeit. Wir lassen uns mit allem Zeit, es muss alles seinen rechten Gang gehen, der Bundesrechnungshof darf nicht in einem halben Jahr kommen und irgendwas anmahnen. Und in dem Sinne, wenn man das jetzt überspitzt, wir haben verlernt, wehrhaft zu sein, in allen Aspekten. Wenn Sie sagen, die Gesellschaft ist nicht verteidigungsfähig oder verteidigungsbereit, was meinen Sie damit? Was stimmt denn nicht mit uns? Sind wir alles Treehugger? Nein, ich glaube, das hat nichts mit Treehugger zu tun. Das ist ganz einfach, das muss man, und ich würde da auch keinem jetzt mal einen Vorwurf machen. Wir haben 30 Jahre lang, oder mehr als 30 Jahre, seit 1990 in einer Situation gelebt, in der die Vorstellung, dass es einen zwischenstaatlichen Krieg in Europa geben könnte, der die Bundesrepublik Deutschland sozusagen als Teil einer Verteidigungsallianz oder alleine beinhalten könnte, in der die völlig abwegig war. Also wir haben sozusagen in einer Friedenszeit gelebt und die Leute haben sich daran gewöhnt. Die Strukturen sind friedenszeitmäßig angepasst worden. Natürlich haben wir diese Auslandseinsätze gehabt, die irgendwie, um mit Schreck zu reden, in far, far away countries waren, aber die haben uns ja als Gesellschaft nicht betroffen. Und da ist sozusagen ein ganzes Stück an Bewusstsein verloren gegangen, dass die Anwendung militärischer Gewalt auch gegen die Bundesrepublik Deutschland durchaus eine Potentialität ist, auf die man sich vorbereiten muss. Und das ist weg, strukturell und mental. Nun leben wir doch nicht alleine in dieser Welt, auch nicht in der europäischen, und Europa ist nicht nur die EU. Und ich will das auch nochmal deutlich sagen, die Beschäftigung mit Krieg, die Beschäftigung mit Militär, die Beschäftigung mit Verteidigung
ist mit Sicherheit gerade in Europa eines der Themen, wo, glaube ich, niemand eine Sehnsucht danach hätte, auch politisch nicht. Nichtsdestotrotz gab es dann ja auch jahrzehntelang den Satz, der das Ganze auch politisch überbaut hat. Krieg ist kein Mittel der Politik. In Europa gab es viele Kriege und an denen waren entweder die Sowjetunion oder Russland beteiligt. Wie naiv ist es denn, dass ein Land wie Deutschland, das ja dann auch erst vor 30 Jahren die Wiedervereinigung erlebt hat, die ja auch ein Ausdruck von Krieg und Nachkrieg ist, glaubte sich jetzt einerseits, was ich vollkommen nachvollziehe, schon früher in eine Art Entspannungspolitik zu bewegen, also Frieden dem Vorzug zu geben, aber andererseits sich die Illusion gab, dazu brauchst du keine militärische Stärke. Wir haben ja beim NATO-Doppelbeschluss schon mal diese Konfrontation erlebt, in der die SPD beispielsweise Helmut Schmidt nicht mehr unterstützt hat beim NATO-Doppelbeschluss und er und nicht nur er, sondern viele gesagt haben, durch Äquivalenz der Stärke schafft man mehr Frieden. Wir sind blank, wenn ich Sie gehört habe, zwischen einer halben Stunde und 1,5. In Europa gibt es nur noch eine, in der EU Atommacht, das ist Frankreich, kannst du aber im Prinzip alles sehen und trotzdem merken, gab es wirklich eine Möglichkeit zu glauben, Krieg ist kein Mittel der Politik, aus global gesprochen? Nein, das habe ich nie geglaubt und ich glaube auch nicht, dass die deutschen Entscheidungsträger das geglaubt haben. Es mag eine Strömung in der deutschen Politik gegeben haben, die das so gesehen hat, aber die Verantwortung getragen haben, haben eigentlich das immer als Szenario gesehen. Deutschland hat sich schwer damit getan. Wenn ich an das Gewürge denke, bis der Einsatz in Afghanistan Krieg genannt wurde, das war ein Prozess. Das ist aber auch erklärlich. Deutschland hat 1990 gewissermaßen die Erfahrung gemacht, dass der ewige Frühling sozusagen ausbricht politisch und das hat sich in der Tat als Illusion erwiesen, aber trotzdem ist Deutschland in eine Rolle gewachsen, sicherheitspolitisch, wo es schrittweise mehr Verantwortung übernommen hat und mehr Verantwortung bedeutete in der Zeit von 1990 bis 2014, also der Annexion der Krim, für internationale Friedenssicherung sozusagen sich auszurichten. Und da hat Deutschland, ich würde sagen, Großes geleistet. Es war an etlichen Auslandseinsätzen beteiligt. Die Bilanz ist eine andere Frage, aber sozusagen, dass in den Köpfen der Gedanke gewachsen ist, dass man sicherheitspolitisch mehr Verantwortung übernehmen muss, das war ein mühsamer Prozess, aber diesen Weg ist Deutschland gegangen. Und jetzt haben wir zu Recht eine Zeitenwende, weil sich die Parameter geändert haben. Wir haben keinen Frieden mehr in Europa und deswegen kommt jetzt langsam in den Köpfen der Gedanke, dass wir das Thema Bündnis- und Landesverteidigung anders priorisieren müssen, als wir das in den vergangenen 30 Jahren getan haben. Frieden mehr in Europa? Nun, seit den Balkankriegen war der Frieden weg. Aber das ich wollte nicht sagen, es ist nicht 2014, sondern es ist auch schon vorher gewesen. Ja, aber da hätte man nichts mit einer sozusagen wehrhaften Bundeswehr, die auf Landes- und Bündnisverteidigung getrimmt ist, ausrichten können. Nein, das aber war ja genau Sie das sich Szenario. Doch an Fischer-Schröder im ehemaligen Jugoslawien-Konflikt. Da gab es sogar eine nicht international gedeckte Militärintervention. Ich will nur daran erinnern. An der Deutschland sich beteiligt hat, sozusagen sogar auf völkerrechtlich wackeliger Grundlage. Hat. Genau. Also ist es sozusagen die Art des Krieges, auf die wir nicht vorbereitet sind. Nein, ich meine, es stellen sich Fragen dann, wenn sie auftauchen. So. Und natürlich war es eine immerwährende Wahrheit, dass ein Land verteidigungsfähig sein muss. Volker Rühe, der ehemalige deutsche Verteidigungsminister, von dem ich viel gelernt habe, wir haben gerade vorletzte Woche noch telefoniert, hat immer den schönen Satz gesagt, man braucht Streitkräfte als Land, um nicht herumgeschubst zu werden. Und nun kann ein Land nicht herumgeschubst werden, aber das Bild ist, glaube ich, richtig. Das heißt, man soll Leute nicht auf dumme Gedanken bringen. Und deswegen muss man Streitkräfte haben, die ein Land verteidigen können. Bin ich sozusagen vollkommen von überzeugt und war ich auch immer überzeugt. Nur Deutschland hat das sichergestellt in den vergangenen 30 Jahren, weil wir eine politische Konstellation hatten, die einen Angriff auf unser Territorium, ich will nicht sagen ausgeschlossen, aber sehr unwahrscheinlich gemacht haben. Und im Übrigen war unsere Strategie, in Bündnissen Verantwortung zu übernehmen. Das heißt, wir konnten uns darauf verlassen, dass wir unseren Beitrag leisten in Bündnissen und andere dann im Fall des Falles für uns auch einstehen. Und das war die Ratio. Und das hat Deutschland nicht so schlecht gemacht, wie jetzt alle sagen, finde ich. Ich glaube, Sie haben was Zentrales gesagt. Es ist die Frage, welches Kriegsbild vorherrscht. Und der zwischenstaatliche Krieg in Europa war weg. Also die NATO hat ja dafür auch noch nicht mal mehr geplant. Also die Allianz sozusagen, deren Hauptzweck Artikel 5 ist, hat ja keinerlei seriöse Planungen mehr vorgenommen,
für, was man als Residualkategorie mit einer extrem geringen Eintrittswahrscheinlichkeit ansah, dass die russische Föderation NATO-Territorium angreift. Das änderte sich erst 2014. Klar, also da würde ich ja zustimmen, Deutschland hat Verantwortung übernommen, Deutschland hat Einsätze gemacht, aber, jetzt komme ich wieder auf meinen zentralen Punkt, dass halt Wehrhaftigkeit, Verteidigungsfähigkeit auch in internationalen Einsätzen bei der Gesellschaft noch nicht so angekommen ist. Man muss ja schauen, wie diese Einsätze nach innen kommuniziert worden sind. Und die sind ja seltenst als kämpfende Einsätze kommuniziert worden, sondern die sind in der Regel als humanitäre Interventionen. Entwicklungshelfer mit einem kleinen Gewehr. Das Bild des Entwicklungshelfers mit der G36 im Anschlag. Das hat sich dann so ein bisschen geändert, 2010, glaube ich, als zu Gutenberg von kriegsähnlichen Zuständen sprach, aber letzten Endes hat die Politik diese Einsätze der Gesellschaft nie zugemutet. Was sich darin niederschlägt, dass wenn man sich das mal anschaut, es gab immer Debatten kurz vor einer Mandatsverlängerung, weil dann musste die Politik begründen, warum sie das Mandat verlängern will. Dann gab es eine Bundestagsdebatte, dann wurde abends darüber in der Tagesschau berichtet, wieso die einzelnen Positionen waren. In der Regel die Regierung tragenden Fraktionen haben das Mandat dann erteilt. Dann gab es vielleicht in der FAZ, in der SZ und in der Welt am nächsten Tag noch einen Bericht über die Bundestagsdebatte. Und dann hat man 6 Monate oder 8 Monate die Hände zusammengefaltet und hat gehofft, dass da unten nichts passiert und hat über den Einsatz geschwiegen. Und so sind diese Einsätze, wenn Ihr Forschungsinstitut eine Umfrage in Frankfurt machen würde, würde ich mal vermuten, dass 15% der Befragten noch nicht mal wissen, dass die Bundeswehr in Mali ist. So. Und ein noch größerer Prozentsatz würde nicht wissen, was die da überhaupt tut und warum die in Mali ist. Und das ist die Art der Regierungskommunikation, die dazu beiträgt. Die Soldaten übrigens auch nicht. Jedenfalls viele davon. Ja, ich sage ja, ich habe in dem Zeitartikel geschrieben, Zyniker würden sagen, die Bundesregierung weiß es selber nicht, was sie in Mali tut. Aber was ich damit sagen will, ist ganz einfach, ja, wir haben Verantwortung übernommen, weil die internationale Konstellation sich verändert hat, weil der Druck auf uns groß wurde. Aber wir haben diese Verantwortung, die damit einhergehenden Risiken und die Frage, warum setzen wir eigentlich Streitkräfte irgendwo ein, haben wir in die Gesellschaft, also wir, Politik hat sie in die Gesellschaft nie kommuniziert. Man hat, ist vielleicht ein schiefes Bild, da war viel Feigheit vor dem Feind. Weil es hätte ja sein können, dass die Gesellschaft die ablehnt. Den Effekt hat man ja sowieso erreicht. Indem man nicht darüber geredet hat, sind diese Einsätze eigentlich maßgeblich abgelehnt worden. Aber es gab ja noch einen deutschen Verteidigungsminister, soweit ich sehe, einen der beliebtesten deutschen Verteidigungsminister, mal abgesehen von zu Gutenberg. Und das war Peter Struck. Und Peter Struck hat ja den berühmten Satz geprägt, deutsche Interessen werden auch am Hindukusch verteidigt. Und da würde ich noch mal gerne drauf, weil diese Frage, warum schicken wir überhaupt irgendwo Streitkräfte hin? Er hat damals unglaublich viel Prügel eingesteckt für diesen Satz, aber im Grunde genommen ging es ja um etwas, wie kann ich das eigentlich rechtfertigen? Richtig. Die Rechtfertigung war also Afghanistan, Terrorismus, deswegen müssen wir uns auch dort engagieren, Mali ganz ähnlich, Flucht und Migration. Und wir sehen das in ganz vielen Konflikten, überall auf dem Globus sind das die zentralen Begründungsmuster. Jetzt haben wir einen Krieg in Europa, einen Staat, der einen anderen angreift, der relativ nah bei uns liegt. Werden da deutsche Interessen nicht auch verteidigt oder müssen wir da nicht auch deutsche Interessen verteidigen? Herr Warwick. Ja, es werden deutsche Interessen verteidigt, aber die Interessen zur Ukraine sind nicht deckungsgleich, das muss man sagen. Wir müssen solidarisch mit der Ukraine sein und sind das auch, aber wir haben nicht identische Interessen. Ich glaube, das Interesse, nicht in einen Krieg mit Russland zu geraten, ist genauso legitim wie die Ukraine zu unterstützen. Insofern ja, deutsche Interessen stehen da auf dem Spiel, aber es ist eben ein Balanceakt und es braucht ein kluges Abwägen, ob man gewissermaßen in das eine Extrem verfällt, davon würde ich abraten, sondern das Bild ein bisschen breiter doch bewertet. Also die Sicherheit Deutschlands, die Sicherheit Europas wird gerade im Donbass verteidigt. Punkt. Und das macht dieser Konflikt ist ja weitaus mehr als ein Krieg im Osten Europas. Also das ist die eine Dimension, sozusagen, dass die Russen versuchen, gerade die Ukraine zu zerstören. Das ist die eine Dimension. Und wir sehen aber, dass dieser Krieg ein Ordnungskrieg ist, weil er die europäische Sicherheitsordnung nachhaltig gefährdet. Und ich würde argumentieren, wenn es einer Nuklearmacht gelingt, unter dem Schutzschirm nuklearer Drohungen territoriale Gewinne zu machen, dann ist die Sicherheit Europas über die nächsten Jahrzehnte extrem destabilisiert. Vor allen Dingen sozusagen, wenn man die russische Rhetorik für bare Münze nimmt, mit dem, was sie sozusagen wollen und vorhaben, dann ist die Sicherheit Europas auf die nächsten Jahrzehnte extrem destabilisiert. Und wir sehen auch, das ist ein regionaler Krieg,
der globale Konsequenzen hat. Also die Frage von Hunger, also Weizen, die Frage von sozusagen Gas, das sind ja alles globale Konsequenzen, die weit über Europa hinausstrahlen. Und den dritten Punkt würde ich noch hinzufügen, und da bin ich mir selber noch nicht so ganz sicher, aber das ist auch ein Ordnungskrieg um die zukünftige Ordnung des internationalen Systems. Um Institutionen, Normen, Strukturen, Machtverhältnisse im internationalen System. Und von daher hat dieser Krieg aus mehreren Dimensionen, wird sehr, sehr viel gerade im Donbass verteidigt. Also wenn wir über den Donbass reden, das ist ein sehr gefährlicher Punkt, denn das kann in den nächsten Tagen schon auf beiden Seiten kippen. Ich würde es gerne auf die Ukraine ausweiten. Kann es sein, dass wir an diesem Krieg auch erkennen, dass die geostrategische, geopolitische Kompetenz aller Beteiligten, sowohl im Verteidigungs- als auch im Außenministeriumsbereich, all diese klugen Leute, auch Sie beide, all diese Experten, sich an einem Punkt geirrt haben, nämlich dass Russland tatsächlich rote Linien nicht überschreitet, obwohl Putin permanent davon gesprochen hat, dass er den Status quo nicht hinnehmen wird. Also war ein Wunsch der Vater des Gedankens, sich nicht vorstellen zu wollen, dass das, was gesagt wird, möglich ist. Wenn man aber Putin beobachtet hat, wie in anderen Regionen alles tut, was er sagt, muss man sich fragen, woher kommt die Naivität? Und noch nachgeschoben an dieser Frage ist, sind wir nach wie vor, auch in der Debatte über diesen Konflikt, diesen Krieg, nicht immer noch viel zu kleindenkend, sondern müssten schon längst wirklich die Interessen, die Verschiebungen, die es seit Anfang des Jahrtausends gibt, über die wirklichen Fragen der Machtstrukturen der Welt neu diskutieren. Ich erinnere mich an ein Gespräch oder ein Interview Putin und Xi, wo beide gesagt haben, dieses Jahrhundert ist das Ende der Demokratie und der Anfang der Autokratie. All das wurde gesagt. Waren wir alle ohne unsere Hörgeräte? Also das ist mir ein bisschen viel auf einmal und ein bisschen sozusagen hochgehängt, wenn man das mal ein bisschen abschichtet. Ja, wir waren in dem Sinne naiv, als dass wir Dinge nicht richtig eingeschätzt haben. Das gilt aber auf vielen Ebenen. Ich habe immer zu denen gehört, die argumentiert haben, Russland hat in der Ukraine vitale Interessen und wir müssen das ernst nehmen in der Hinsicht, als dass wir in Rechnung stellen müssen, dass Russland es nicht akzeptieren wird, dass die Ukraine NATO-Mitglied wird oder Aufmarschgebiet für westliche Truppen wird. Das war erklärtes, vitales Interesse der Russen und das haben wir nicht richtig gelesen. Wir haben 2008 in Bukarest den Beschluss gefällt, dass die Ukraine der NATO beitritt. Das wurde dann auf die Zeitschiene geschoben, die technischen Dinge. Das war der Kompromiss, können wir gerne detailliert drüber reden. Aber, der Beschluss steht aber. Ne? Ja, also, aber man muss den historisch kontextualisieren. Ja. Das war nicht ein Beschluss, weil man gesagt hat, die werden eines Tages Mitglied, sondern das war der Beschluss, um zu verhindern, dass sie am nächsten Tag Mitglied werden. Das war damals das, was die Bush-Administration wollte. Ja. Und Merkel und Sarkozy war das, ne? Hollande. Hollande. Ja. Und Merkel und Hollande haben das sozusagen mit einem Veto belegt. Ja. Und dann wurde verhandelt und rauskam, sie werden eines Tages Mitglied. Und die Bundesregierung teilt ja deine Interessen, weil seit 2008 ist ja mit Blick auf die Mitgliedschaft nichts passiert. So, es gab nichts sozusagen, was den Russen hätte signalisieren können, die Ukraine wird irgendwie in den nächsten 3, 4 Jahren... Das sehe ich dezidiert anders, Carlo. Wenn wir uns die Geschichte mal angucken... Am Rande des NATO-Gipfels 2021 musste ja Zelensky sogar selbst sagen, dass er keine Chance mehr für einen NATO-Beitritt seines Landes sieht. Nein, also es stand in der Verfassung der Ukraine seit einiger Zeit. Es war auf dem NATO-Gipfel im Sommer 2021 wiederholt der Beschluss, dass die NATO Mitglied werden kann. Es gab gemeinsame... Aber das weißt du doch, wenn die NATO einmal einen Beschluss fällt und nichts sich verändert, wird das in jedem Kommuniqué wiederholt, der gleiche Satz. Ja, aber wir waren in einer Situation im Jahr 2021 und das ist ein Teil der Naivität und die großen Fragen, die Sie gestellt haben, Demokratie, Autokratie, wer will was und so weiter, die hängen da drüber, gar keine Frage. Aber wir haben einen Fehler gemacht, indem wir diesen Beschluss von Bukarest nicht korrigiert haben und gewissermaßen, und das ist meine Position, die aus der realistischen Schule kommt, und darüber können wir streiten, natürlich. Und ich habe da nicht sozusagen den Anspruch, alles mit zu erklären, aber dass man keine hinreichende Rücksicht auf die Interessen der Gegenseite genommen hat, und wir kannten die Interessen. Das heißt überhaupt nicht, dass wir die Ukraine verhökern oder sowas, aber dass wir diesen ganzen Vorgang viel geschickter hätten spielen müssen und am Ende auch hätten bereit sein müssen, diesen Beschluss aus 2008 zu revidieren
kollidieren. Und wir, also die NATO, die USA und letztlich auch wir, waren nicht bereit, diesen Kernfehler zu korrigieren, weil wir gesagt haben, we cannot compromise on principles, weil die freie Bündniswahl sozusagen eine heilige Kuh ist. Und in einer idealen Welt würde ich auch sagen, ist das eine heilige Kuh, aber in der Welt, wie sie nun mal ist, wäre es klüger gewesen, das nicht zu machen. Und ich bin mir nicht sicher, wenn ich den Satz noch sagen darf, Carlo und Friedmann und Frau Deitelauf, ich bin mir nicht sicher, ob damit der Krieg hätte abgewendet werden können. Aber was wir uns auf die Schultern geladen haben, ist, dass wir den Versuch nicht gemacht haben. Und die Historiker, werden herausfinden, wer da sozusagen welche Zugeständnisse hätte machen können und wer das Punkt blockiert hat. Das können wir heute nicht abschätzen, aber der Fehler ist da Punkt gemacht verstanden, worden. Einschätzung verstanden, Gegenrede. Also ohne ins Klein-Klein zu gehen. Jetzt gibt es eine Sache, und dafür entschuldige ich mich, das klingt jetzt ein bisschen nach einem akademischen Oberseminar. Aber es ist nicht das Prinzip der akademischen Schule des Realismus, auf die Interessen eines anderen Rücksicht zu nehmen. Das ist eine Position, die vertritt John Mearsheimer, und da steht er in krassen Widerspruch zu seiner eigenen Theorie, weil all das, was er über China sagt, heißt, wir nehmen überhaupt gar keine Rücksicht auf die Interessen von China, sondern wir versuchen, Chinas Aufstieg zu verhindern und zu zerstören. Also von daher, akademisch gesprochen, ist die Rücksichtnahme auf Interessen einer Großmacht ist nicht Realismus im Sinne von akademischen Realismus. Der zweite Punkt ist, es ist im Run-up, im Vorfeld zu diesem Krieg, zum 24.02., haben sich Europäer die Klinke und Amerikaner die Klinke in die Hand gegeben in Moskau, um den Russen zu versichern, die Ukraine wird nie Mitglied der NATO werden. Olaf Scholz, berühmte Pressekonferenz, wo er gesagt hat, in meiner Amtszeit und in ihrer Amtszeit zu Putin, wohlwissend, dass Putin bis 2035 Präsident bleiben darf, wird die Ukraine nicht NATO-Mitglied. Also das heißt, wir haben in dieser Frage, und wir mussten nachher erkennen, und jetzt kommt das Entscheidende, in dieser Frage haben wir die Ukraine letzten Endes den Russen angeboten und haben gesagt, die wird nicht Mitglied der NATO, vergesst es. Und zwar auf lange, lange Sicht nicht mehr. Was wir übersehen haben, und das ist der entscheidende Punkt, ist, dass es den Russen überhaupt nicht um die NATO-Mitgliedschaft ging. Den Russen ging es um eine historische Mission, um eine Identität. Ja? Jetzt komme ich nochmal mit einem akademischen Begriff. Also es ist nicht sozusagen die Sicherheit, die hier im Vordergrund stand aus russischer Perspektive, sondern es ist sozusagen die ontologische Frage, was für eine Identität hat die Ukraine? Hat sie eine ukrainische oder ist das sozusagen, wie nennen das die Russen, Westrussen, Kleinrussen, weiß ich nicht. Und das ist nach dem 24. immer deutlicher geworden. Es geht hier um ein neoimperiales Projekt, das heißt, dieser Staat hat keine Existenzberechtigung. Nicht aus Sicherheitsgründen, sondern aus historischen Gründen. Und das haben wir nicht gelesen, das haben wir nicht gesehen. Wir haben uns viel zu lange fokussiert auf die Frage NATO-Mitgliedschaft und die haben wir Putin dargelegt und er hat sie einfach nicht genommen, weil sie ihn nicht interessiert hat. Spiegelt sich wieder in den Verhandlungen in Istanbul und an der Grenze zu Weißrussland, wo die Frage, Zelensky sagt, ich streiche das aus der Verfassung, ich sage, wir werden nie Mitglied der NATO, ich will nur internationale Sicherheitsgarantien. Der Punkt war, der sozusagen unstrittig war zwischen den Verhandlungspartnern, der die Russen aber nicht interessiert hat, weil es den Russen um territoriale Fragen im Donbass und sozusagen auf der Krim ging und bei der Landbrücke. Und daran sind diese Verhandlungen gescheitert. Also von daher, diese Sicherheitsfrage, habe ich auch lange geglaubt, dass das sozusagen ich würde gerne vom Oberseminar auf die Banalität meiner Intelligenzstufe zurückkommen und folgende Fragen stellen, nachdem ich Ihnen zugehört habe. Es ist mir ehrlich gesagt völlig egal, ob der Staat A oder B denkt, dass der Staat C nicht machen kann, was er will. Die Ukraine ist ein völkerrechtlich anerkannter souveräner Staat, wie die Bundesrepublik Deutschland. Und was immer innerhalb der Ukraine an politischen Wünschen und Themen diskutiert werden, sind völlig unabhängig davon, erst einmal zu lesen, was die Amerikaner oder die Russen oder die Chinesen oder die Franzosen sich vorstellen oder nicht. Nun kann man ja, wenn man in Konfliktsituationen von der eigenen Position mit anderen Ländern kommt, viele Instrumente spielen. Krieg ist eigentlich ein Instrument, das im Spiel nicht mehr gespielt werden sollte. Also darüber zu diskutieren, ob die Russen, nach dem, was auch immer wir hier diskutieren, irgendeine Berechtigung, ich spreche nicht von Legitimität, gehabt hätten, dieses Land anzugreifen, ist schon eine Denkvorstellung, die mich etwas erschreckt, wenn ich völkerrechtlich überhaupt davon denke. Weil wenn das geht, dann geht es in Zukunft bei vielen, zu vielen
um zu sagen, jetzt gibt es Krieg. Und die zweite Frage, die ich auch darstellen will... aber das kann ich kurz beantworten. Gerne. Das behauptet doch niemand. Das sehe ich ganz genau so wie Sie und ich das sehe auch heißt, überhaupt niemanden, der das anders sehen würde. Dann sind wir uns doch auch einig, Also, dass der Krieg ein Angriffskrieg ist. Und Frage, dann müsste man die Frage nochmal aufgreifen von Nicole. Wenn dieser Angriffskrieg auf die Ukraine mitten in Europa auch andere Länder beunruhigt, weil dazu ja auch alles gesagt wurde, nämlich, dass es nicht nur um die Ukraine geht. Oder auch gesagt wird, die Ukraine ist gar kein souveräner Staat. Oder Russland sagt, wir wollen schon neu verhandeln. Alles gesagt, wie diese europäische Landkarte unter welchem Einflussbereich kommt. 19., 20. Jahrhundert von Vorstellungen von Großmächten oder Mittelmächten. Dann ist es doch im Interesse nicht nur Deutschlands, sondern aller in diesem Kontinent sich befindlichen Länder zu sagen, hier wird ein Exempel geprobt und an diesem Exempel darf es einen Gewinner nicht geben. Und das ist der Angreifer. Ist diese These für Sie nachvollziehbar? Absolut richtig. Ja, also ich bin gefragt worden. Also dass das ich schiele ein bisschen, auch meine Schuld. Ein völlig völkerrechtswidriger Angriffskrieg ist völlig klar und dass Russland diesen Krieg nicht gewinnen darf, da bin ich auch klar. Nein, Russland darf diesen Krieg nicht gewinnen. Aber es ist was anderes. Darf ich einen Satz mal ausführen? Genau. Absolut. Es ist ein Unterschied zu sagen, Russland darf diesen Krieg nicht gewinnen oder wir müssen Russland gewissermaßen besiegen. Das ist nicht der richtige Ansatz. Und das gibt ja einen feinen... Sagt das jemand in der Bundesrepublik? Russland besiegen. Naja, am Ende läuft es aber darauf hinaus. Aber ich würde mal gerne, was da im Kleinen ist, das ist mir schon wieder zu global. Da geht es ja jetzt um die Frage, wie wir die Ukraine unterstützen. Das ist ja eine große Frage, wird auch groß debattiert. Und dazu haben Sie, Herr Warwick, ja auch eine ganz klare Position. Ihr zentrales Argument ist nämlich, dass wir eigentlich weitere und vor allen Dingen weitergehende Waffenlieferungen nicht zulassen dürfen. Sie sprechen zum Beispiel von einem Tabubruch, als es um die Lieferung der Kampfpanzer jetzt ging, als die Entscheidung kam. Oder auch, und das ist eine Formulierung, die ich bei Ihnen öfter gefunden habe, die Rutschbahn zu direkter Kriegsbeteiligung. Und da würde ich jetzt gerne noch mal drüber sprechen. Was ist bei Ihnen rutschig? Rutschig ist der Weg, dass wir gewissermaßen eine Situation herbeiführen, wo Russland diesen Krieg droht, in seiner Wahrnehmung zu verlieren. Und dann, ich muss mein Gebäude ein bisschen darstellen und ich werde da vielfach für kritisiert, ich kann damit leben, insofern kenne ich das, aber in meinem Gedankengebäude spielt nicht nur der Gedanke der Rutschbahn eine Rolle, sondern auch der Begriff Eskalationsdominanz. Und alle Welt schreit, das ist der falsche Begriff, ich bleibe dabei, es ist der richtige Begriff, Carlo wird gleich erklären, warum er das falsch findet, in Ordnung, aber Eskalationsdominanz heißt für mich, dass was immer wir tun, Russland ist in der Lage, sozusagen auf einer neuen Ebene noch eins draufzusetzen, um das lax zu formulieren. Und das war genau die Entwicklung, die wir gesehen haben im vergangenen Jahr. Russland hat mit Angriffen auf zivile Infrastruktur reagiert, als es sozusagen mit klassischen Mitteln nicht mehr weiterkam. Und am Ende wäre die sozusagen maximale Eskalation von Russland ein Einsatz von taktischen Nuklearwaffen. Das ist unwahrscheinlich, aber das sozusagen Damoklesschwert einer nuklearen Eskalation schwebt. Und das ist die Rutschbahn. Sie haben nach der Rutschbahn gefragt. Die finde ich super. Nein, ich finde die Rutschbahn nicht super, aber ich würde da gerne noch einmal nachhören, weil Sie jetzt gesagt haben, wir sehen das, Russland hat sozusagen dann immer reagiert, zum Beispiel mit dem Angriff auf zivile Infrastrukturen, auf Zivilisten. Aber das ist doch was wir schon im Frühjahr 22 gesehen haben. Genau. Das ist keine neue Strategie der Russen. Das ist eine alte. Die haben wir schon beim Marsch auf Kiew gesehen. Nein, also es ist ein Unterschied, wenn wir mal sauber bleiben, es ist ein Unterschied, ob sozusagen Massaker in Butscha gemacht werden oder Irpin, die zu beklagen sind und die ich verhindern will, genauso wie Sie. Lassen Sie uns noch nicht gegenseitig unterstellen, wir würden das irgendwie hindern. Macht keiner. Nur, dass das klar ist. Die Diskussion ist hier sehr nur, dass das klar ist. Es ist aber ein Unterschied, oder was Russland erst in der zweiten Jahreshälfte vergangenen Jahres angefangen hat, zivile Infrastruktur, also kritische Infrastruktur zu bombardieren. Das ist eine andere Art von Kriegsführung, die wir am Anfang nicht gesehen haben. Krankenhäuser in Mariupol und so weiter, das ist nichts aus dem späten Herbst, das ist aus dem Frühjahr. Die Raketenangriffe gab es auf Lviv, auf Kiew, auf Mariupol, die gab es schon aber nicht auf die kritische Infrastruktur in der Systematik, die wir in der zweiten Jahreshälfte gesehen haben. Und die hat ja funktioniert. 70% also in Anführungsstrichen funktioniert, 70% der kritischen Infrastruktur der Ukraine
sind gewissermaßen zerstört. Wir können doch nicht so tun, als ob die Ukraine bisher aus diesem Krieg gut rausgegangen ist. Nein, ist sie nicht. Das sagt ja keiner. Genau. Ja, deswegen müssen wir darüber nachdenken, stellen. ob diese Rutschbahn das Richtige ist, die wir mit immer mehr Aber ich verstehe Waffenlieferungen immer noch nicht, gewissermaßen was da befeuern. genau Und rutscht. ich muss noch einen Satz sagen. Ja, gut. Es rutscht hin zu einem Punkt, wo wir entweder mit einem hohen Blutzoll doch die russischen Ziele akzeptieren oder voll dagegenhalten müssen und dann am Ende auch mit eigenen Soldaten. Und wenn wir über Flugverbotszone reden, dann ist sozusagen die Beteiligung von eigenen Soldaten nur noch ein ganz kleiner Schritt Das ist eine entfernt, Entscheidung, oder? Da rutscht ja nichts. Doch, es rutscht. Eines zieht das andere nach sich. Bevor Sie ich will nur einen Punkt sagen, was mir jetzt gerade... Nein. Ich kenne Sie aus dem Fernsehen, ich weiß, Sie lassen mich nicht ausreden. Und recht hast du leider. Der entscheidende Punkt, was mir hier völlig fehlt, und das finde ich, darf man nie aus den Augen verlieren, es wird hier so geredet, als ob die Ukraine kein Sagen in dieser Frage hätte. Und die Ukraine ist ein Staat, der sich, und das kann man jetzt gut oder schlecht finden, das ist völlig egal, der sich dazu entschieden hat, zu kämpfen. Und wo auch nach neuesten Umfragen die Mehrheit der Bevölkerung, die große Mehrheit der Bevölkerung, sich entschieden hat, diesen Kampf weiterzuführen. Und wir reden so, als ob sozusagen die Stimme der Ukraine in diesem Kampf keinerlei Rolle spielt. Und das finde ich problematisch, generell problematisch. Na, aber wenn es nach der Ukraine ging, dann würden wir mit NATO-Soldaten uns beteiligen. Dann Nein, stopp. Carlo, stopp. Nein, du kannst nicht sagen, auf der einen Seite, wir müssen die Ukraine ernst nehmen, entweder ich oder du. Wenn Herr Marsallah Sie ausreden lassen muss, dann muss das für beide sein. Die Ukraine hat sich ich war ja gerade dabei, entschieden, ihren Staat zu verteidigen. Was nicht automatisch bedeutet, dass all das, was die Ukraine von uns will, wir machen müssen. Wir haben unsere eigene Handlungsfreiheit, unsere eigene politische Entscheidung. Deswegen sehe ich auch keine Rutschbahn, weil es immer eine politische Entscheidung sein wird, gehen wir diesen Schritt oder gehen wir ihn nicht. Es wird keinen Automatismus da geben. Aber die Ukraine hat sich entschieden, um ihren Staat zu kämpfen, und zwar mehrheitlich die Bevölkerung. Und das muss man zunächst einmal akzeptieren. Ja, das ist losgelöst von Waffenlieferungen. Die Entscheidung im Westen könnte noch immer sein, macht das und wir liefern trotzdem nicht. Ich will das nur entkoppeln. Weil hier wird so geredet, sozusagen, wir müssen, und da fehlt mir sozusagen die Perspektive. So, aber jetzt will ich die Zwischenfrage stellen. Rutschbahn. Sie haben die Rutschbahn jetzt nochmal festgemacht bei den Leoparden. Ich erinnere mich vom ersten Tag an, als es um Waffenlieferungen ging, argumentierte die Seite, die sagt, bitte denkt dran, seid vorsichtig, lasst euch nicht in Eskalation reinziehen, als 5000 Helme geliefert wurden, schon von Rutschbahn. Ich will damit nur noch mal deutlich machen, das Argument ist ein Dauerargument und beginnt bei 5000 Helmen. Da ist keine Absurdität drin, sondern alleine das Involvement, dass die deutsche Bundeswehr sich da mit 5000 Helmen damals beteiligt hat, war schon von der Seite, die gesagt haben, das ist ein Krieg, der uns jedenfalls, was die Bundeswehr angeht, was militärisch angeht, nichts bedeuten soll, weil wir sonst immer mehr in diese Eskalationsspirale kommen. Meine Frage ist also, auch gekoppelt an Ihrem Argument, das Sie noch mal genannt haben, um Gottes Willen, die Russen sind eine Atommacht. Auch dieses Argument haben wir alle mitbekommen vom ersten Tag. Aber was bedeutet es denn dann final gedacht? Wenn es so ist, dass weil Russland eine Atommacht ist und wir deswegen uns in allem so weit wie möglich dann militärisch raushalten, dann haben wir doch letztendlich diese Atommacht alle Macht überlassen. Das ist eine Dilemmasituation, die man nicht auflösen kann. Ich kann die Nuklearwaffen, die Russland hat, ja nicht in meinem sozusagen Kalkül ausblenden. Das heißt, sie sind ein Faktum. Das heißt, über diesen Konflikt, wie ich das oft genannt habe, über dem schwebt das Damoklesschwert einer nuklearen Eskalation, ob man das will oder nicht. Ich möchte noch einmal ausreden. Und ein anderes Beispiel. Wie lange wir hier reden, entscheiden wir immer dynamisch miteinander. Ja, Carlo muss nach 3 Stunden rauchen, hat er gesagt. Ja, aber so weit sind wir noch nicht. Die Redezeit von Carlo war deutlich niedriger, aber das macht alles nichts. Nur solange es Moderatoren gibt, intervenieren wir, weil wir glauben, es zu wollen. Darf ich noch ein weiteres Argument zu der Rutschbahn unterhalb der nuklearen Schwelle nennen? Es war jetzt in der Presse, insofern ist das keine Verschwörungstheorie oder so, dass diese HIMARS-Raketen, die sehr wirksam offenkundig sind, weil sie eben auf das russische Risikokalkül einen ziemlichen Einfluss haben, weil man Munitionsdepots auf lange Entfernung bombardieren kann und so weiter. Dass diese HIMARS-Raketen nur funktionieren, das wusste man auch vorher, wenn massive Hilfe bei der Zielerfassung gegeben wird. Das heißt, es ist faktisch so, die Amerikaner
stellen die Daten zur Verfügung und die Ukrainer drücken, wenn man so will, nur noch auf den Knopf. Das nenne ich Rutschbahn. Das ist der Weg in eine direkte Kriegsbeteiligung. Das eine zieht das andere nach sich. Und das ist immer ein Unterschied, ob man Helme liefert oder ob man HIMARS-Raketen oder Kampfpanzer liefert. Und ich würde mich auch auf eine Debatte einlassen. Ein Satz noch. Also, aber Sie haben immer so viele Sätze. Ich sage mal eine, ich habe das Gefühl, ich muss mich hier mal sozusagen... Das Gefühl haben viele. Ja, genau. das haben wir alle. Gefühle, wie wir wissen, sind nicht Ratio. Das stimmt. Aber nein, den Satz will ich noch sagen. Nein, Moment. Halber Satz. Ein Wort. Das ist ein Unterschied zwischen Helmen und HIMARS-Raketen. Genau, ich will anknüpfen. Und die Rutschbahn sozusagen ist, dass man versuchen muss, nüchtern zu gucken. Ich würde nie alle Waffenlieferungen in einen Topf werfen. Es ist ein Unterschied, ob man ein Raketenabwehrsystem, etwa einen Gepard-Panzer liefert, um Kiew zu schützen, oder einen Kampfpanzer liefert in dem Wissen, dass die Ukraine, ob sie das schafft, ist eine andere Frage, aber strategisch plant, dass sie Kiew zurückerobert. Das ist ein Unterschied. Aber das ist doch ein legitimer Anspruch von Kiew. Natürlich. Und das ist doch, also ich muss jetzt einfach dialektisch fragen. Also, wenn man Ihre Theorie nimmt, dann könnte man auch sagen, Stopp bei Leopard, und dann könnte man mit diesem Satz auch sagen, wann hat Russland die Ukraine erobert. Also wenn Sie vom Dilemma sprechen, möchte ich einfach die andere Seite des Dilemmas mit Ihnen bei besprechen. Ihrem nuklearen Dilemma war ich noch gar nicht. Nein, ich bin nicht beim nuklearen Thema. Ja, genau. Ich habe von nuklearen nichts geredet. Doch, das war doch Ihre Frage gerade. Ich habe Ihnen jetzt eine sehr konkrete Frage gestellt. Ja, Sie sind dagegen, die Rutschbahn zu bedienen. Der Leopard wird nicht geliefert. Überhaupt erstmal bin ich dafür, die Rutschbahn wahrzunehmen. Die wird ja hier in Frage gestellt. Ich sage es noch einmal. Können Sie sich darauf auch mal einlassen? Ja. Ich habe so das Gefühl, dass die Argumente oder Fragen, die Ihnen nicht passen, lassen sich erst gar nicht ein. Noch mal. Wir liefern nicht. Genau. Niemand liefert. Das Ergebnis ist, Russland hat den Krieg in wenigen Wochen gewonnen. Ist das die Alternative für Sie? Ist das nicht eine geostrategische Gefährdung der Freiheit und des Kontinents Europas? Das wäre halt die umgekehrte Rutschbahn. Ja, die umgekehrte Rutschbahn, die dialektische Rutschbahn nur andersrum. Also das ist ein Stück weit richtig, aber die Frage, die man noch auch stellen muss... Die bitte erstmal beantworten und dann stellen Sie noch die Frage. Aber die Frage, die man auch da stellen muss, weil sie dazugehört, ist, ob Russland dieses Ziel nicht trotz unserer Waffenlieferung erreicht. Aber nein, eben Entschuldigung, ich stelle diese Frage. Wollen Sie darf ich ausreden oder nicht? Aber so macht es doch keinen Sinn. Nein, würden Sie bitte meine Frage erstmal... Das macht doch keinen Sinn. Ich darf nicht einen Gedanken zu Ende führen. Ja, mache ich doch. Nein, tun Sie nicht. Sie bauen eine neue Konstruktion auf. Die Welt ist kompliziert, da kann ich doch nichts dafür. Ich versuche Ihnen die Komplexität der Welt darzulegen. Sie machen es sich so leicht, Ja. wenn es kompliziert werden soll, damit Sie es leicht machen. Ich habe Sie gefragt, nach Ihren Worten, dialektisch andersrum. Bedeutet es, wenn wir liefern, das haben Sie gesagt, Eskalation in Richtung unter Umständen sogar atomar. Ich frage umgekehrt, nicht liefern, Rutschbahn wird gestoppt, bedeutet das nicht mindestens auch, dass wir damit eine Entscheidung getroffen haben, von der alle vier, die hier sitzen, auch wissen, das wird das Ende dieses Krieges bedeuten zu Ungunsten der Ukraine. Können Sie mir darauf eine nicht zusätzlich konstruierte Antwort geben? Dann können Sie konstruieren, was Sie wollen. Ja. Und ich höre Ihnen auch zu. Aber erstmal die Antwort. Genau. Ja, wenn wir heute unsere Waffenlieferung komplett einstellen würden, dann wäre der Krieg wahrscheinlich in 6 Wochen zu Ende. Richtig. Die Frage ist nur, welchen Blutzoll bedarf es sozusagen, um zu politischen Verhandlungen zu kommen? Wer blutet, Sie oder die Ukraine? Ja, die Ukraine. Natürlich. Und das haben wir gerade gehört. Wollen Sie? Nein. Und das ist aber die entscheidende Frage für mich. Erreicht Russland mit seiner Skrupellosigkeit, mit seiner Brutalität am Ende nicht doch das Ziel, jeweils bis wir eine eigene Beteiligung von NATO-Soldaten ausschließen? Und dann ist die Frage, wie Kissinger das so schön formuliert hat, ein Weg, der sozusagen so opferreich wird nicht gestoppt, weil man ja so viele Opfer schon in Kauf genommen hat. Und deswegen bin ich dafür, dass wir frühzeitig uns Gedanken darüber machen, wie könnte denn eine politische Lösung dieses Konfliktes aussehen. Und da bin ich nicht naiv. Und ich weiß, dass das unendlich schwierig wird, aber ich bin nicht dafür, dass wir eindimensional an Waffenlieferungen unsere Strategie koppeln, sondern wir brauchen ein politisches Ziel. Da ist ja niemand dran interessiert. Aber nochmal zu dem Punkt zurück. Wenn wir Waffenlieferungen stoppen, und Sie haben ja jüngst auch ein Manifest für Frieden mit unterzeichnet, ich glaube, es ist ganz wenige Tage erst alt, und da steht das auch ungefähr drin. Also Ende der Waffenlieferung jetzt, Friedensverhandlungen, es soll sich eine Allianz für Friedensverhandlungen bilden.
also ich meine gar nicht, dass Sie naiv sind, aber ich würde trotzdem gerne verstehen, wie es gehen soll. Wie schaffen wir Friedensverhandlungen in einem Konflikt, in dem Russland kein Interesse an Verhandlungen hat und wir rausgehen mit unserer Unterstützung und damit die Ukraine zum Fraß vorwerfen? Wie schaffen wir daraus ein Fenster für Verhandlungen zwischen den beiden Parteien? Das verstehe ich nicht. Und da würde ich gerne einmal wissen, wie stellen Sie sich das vor? Weil das ist ja auch die Kritik, die Sie immer bekommen. Ja, also nicht? Da wird immer Friedensverhandlungen gefordert, aber dann weiß keiner wie. Erstmal stelle ich fest, dass diejenigen, die für immer mehr Waffenlieferungen diese Fragen nicht gestellt bekommen. Nein, das stimmt nicht. Der Weg mit immer mehr Waffenlieferungen führt doch im Moment zum Schaden der Ukraine. Die Leute, die für mehr Waffenlieferungen sind, und ich zähle dazu, und zwar schon seit Sommer 21, sagen, es gibt einen Zusammenhang zwischen einer Kriegs- und einer Verhandlungslogik. Ja, das würde ich aber bestreiten. Das ist aber historisch so. Die Verhandlungen, ich sage jetzt mal ein Beispiel, an der sich vielleicht noch einige, Herr Friedmann und ich sind ja ein bisschen älter, noch erinnern. Bosnien-Herzegowina. Also so laut müssen wir jetzt auch nicht lachen. Das hätten wir uns ersparen können, wir beide. Bosnien-Herzegowina. Es wird gekämpft, es wird gekämpft, es wird gekämpft. Milosevic lehnt sämtliche Verhandlungen ab, sämtliche Initiativen scheitern. Ich habe den Namen des britischen Außenministers nicht mehr im Kopf, der sozusagen eine große Initiative gestartet hat, alle an Bord bekommen hat, und Milosevic hat ihm im Prinzip den Mittelfinger gezeigt, weil er halt sozusagen auf dem Schlachtfeld vorangekommen ist. So, dann passiert Folgendes: Die Amerikaner und andere NATO-Staaten vereinen mehr oder weniger die kroatische und die bosnische Armee, sie rüsten sie massiv auf, und dann gibt es sozusagen Territorialgewinne der kroatisch-bosnischen Armee, wenn man sie so nennen darf, und es gibt die Schlacht um die Krainer, und die gewinnen die Kroaten. So, und bisher war immer so die Idee, die im Raum stand, 51% für die Serben, 49% für die Kroaten und die Bosnier zusammen, und die Serben haben immer gedacht, nee, wir kriegen noch mehr. Und plötzlich, nach dieser Schlacht um die Krainer, musste Milosevic befürchten, weil die Kroaten so einen Drive hatten, dass er noch nicht mal mehr 51% halten kann, und geht nach Dayton, um sozusagen seine territorialen Sachen abzusichern. Also, es gibt einen Zusammenhang zwischen Kriegslogik und Verhandlungslogik, denn die Verhandlungen werden geführt auf dem Status quo der Kriegsgewinne. Und der stellvertretende Außenminister Russlands hat gestern nochmal gesagt, und das ist genau die russische Logik, zu sagen, natürlich gehen wir zu Verhandlungen. Wir sind sofort bereit, Verhandlungen zu führen. Man muss nur die territorialen Realitäten anerkennen. Und die territorialen Realitäten heißt 4 ins russische Staatsgebiet annektierte Oblaste plus die Krim. So, möglicherweise noch das, was irgendwie auf dieser Landbrücke ist, aber lassen wir die mal raus. Also im Prinzip sagt Russland, wir gehen sofort zu Verhandlungen, und das Ergebnis wird sein, wir holen uns 15 bis 18% des ukrainischen Territoriums. So, wenn du diese Logik verändern willst, und jetzt sage ich mal Offensive der Ukraine, kein Mensch weiß, ob das klappen wird, aber wenn du diese Logik verändern willst, dann ist es von zentraler Bedeutung, dass in der geplanten ukrainischen Offensive die Ukrainer in der Lage sind, die östliche von der südlichen Front zu trennen, dass die südliche Front kollabiert, dass damit Druck auf die Krim ausgeübt werden kann, und dann wird sich in Russland möglicherweise was bewegen. Es ist keine Garantie, aber es wird sich möglicherweise was bewegen. Ich bin dafür, das zu einem vertretbaren Preis zu tun oder zumindest über den Preis zu reden. Nein, da sind wir wieder bei dem Punkt von gerade. Die Ukrainer können es nicht alleine entscheiden, weil sie nicht allein, Joachim nicht. Nein, die Ukrainer entscheiden, ob sie diesen Krieg führen wollen oder nicht. Wir entscheiden, inwieweit wir sie dabei unterstützen wollen. Und da haben wir übergeordnete Interessen, die weit über die Ukraine auch noch hinausgehen, nämlich die Sicherheit Europas steht auf dem Spiel, wenn wir den Russen territoriale Gewinne in der Ukraine erlauben. So, aber jetzt nehme ich mal die Gegenposition ein, damit Sie sozusagen jetzt mal Zeit zum Durchatmen haben. Carlo, Masala, wie ist es denn jetzt? Wie ist es denn jetzt? Wir schicken da sozusagen jetzt unglaublich viele Kampfpanzer hin, und wir reden jetzt schon über Flugzeuge und dann vielleicht noch demnächst U-Boote und dann noch Langstrecken-Raketensysteme. Um die Ukraine in die Lage zu versetzen, diese 4 Oblaste insgesamt zurückzugewinnen. Wie oder müssten wir sie denn nicht dann, oder können wir sie überhaupt stoppen, noch weiterzugehen? Ist das nicht so eine Sorge, die man dann immer haben muss? Wird die Ukraine, das ist jetzt alles da vor Ort, die haben das Zeug doch da. Ja. Wie können wir die davon abbringen, jetzt tief in russisches Territorium einzudringen und dann genau
ich will jetzt nicht sagen die Rutschbahn, aber eine Entscheidung auf Schön, russischer... dass ich Sie überzeugt habe. Nee, haben Sie nicht. Ja, genau. Aber dass wir Wir jetzt haben eine Kinder, deswegen können wir den Begriff übersetzen. Rutschbahn können wir. Aber eine Entscheidung auf russischer Seite zu provozieren. Also sozusagen, sind wir bereit, auch dieses Risiko einzugehen? Müssen wir vielleicht bereit sein, das zu tun, oder lässt sich das irgendwie ausschließen? Also wir sind weder bereit, dieses Risiko einzugehen, noch werden wir es tun, noch wird es die Ukraine tun. All das, was wir liefern, jetzt muss man muss sich jetzt einfach nur mal eine Karte vor Augen führen, was Russland territorial gesehen für ein Land ist, befähigt die Ukraine nicht zu tiefen Vorstößen ins russische Territorium, die dann auch noch gehalten werden können. Darum geht es ja auch. Also es geht ja nicht nur darum, Territorium zu erobern, sondern wir müssen das verdammte Territorium ja auch halten. Dazu ist die Ukraine nicht in der Lage. So. Und der zweite Punkt ist, und da glaube ich sozusagen an die politische Klugheit in der Ukraine, warum sollten sie es tun? Also das ganze Pendel würde sofort zurückschwingen, ja, und dann wird aus russischer Nukleardoktrin, wenn man nur mal das Papier nimmt, dann wird natürlich der Einsatz von Nuklearwaffen, den ich jetzt für sehr gering halte, sehr hoch steigen. Weil in dem Moment, in dem russisches Territorium bedroht ist, gibt es eine Nukleardoktrin, die sagt, dann werden wir auch Nuklearwaffen einsetzen. Also von daher, in keiner denkbaren Konstellation glaube ich, dass das eine realistische Option ist, dass die Ukraine diese Oblaste zurückgewinnt und dann im Prinzip der Befehl aus Kiew kommt, jetzt, ja momentan muss man ja sagen, 14 polnische Leos Marsch und schlagt euch bis nach Moskau durch. So. Reicht Ihnen das nicht, Herr Wawrin? Nein, das ist Warum eine nicht? Karikatur, weil niemand redet davon, dass Kiew nach Moskau vorrückt. Das ist überhaupt nicht der Punkt. Das war die Frage. Ich habe nur auf die Frage geantwortet. Nee, du karikierst das, ist nicht in Ordnung. Nein, Lass uns sie mal hat, ernsthaft bleiben. sie hat Lass uns mal ernsthaft gefragt, bleiben. sie hat gefragt, Ja. ob die Ukraine dann russisches Territorium Ja, angreift. die Frage ist sozusagen in russischer Perzeption, und wir müssen doch in der Sicherheitspolitik uns die Mühe machen, dass wir die Perzeption der anderen Seite in unsere Strategie einbauen. Wir können das nicht ignorieren. In russischer Perzeption ist zumindest die Krim russisches Staatsgebiet und bedauerlicherweise seit der Fehlentscheidung vom September vergangenen Jahres, seit der Fehlentscheidung vergangenen Jahres sind auch die 4 Oblaste, die genannt worden sind, also Cherson, Saporischschja, Luhansk und Donetsk, das sind auch in russischer Interpretation russisches Territorium. Und das ist ein Dilemma, wo wir sozusagen politische Lösungen brauchen. Nein. Doch, Nein, da muss ich widersprechen. Ja, Da- ich würde das gerne noch hören. wir können sagen, in dann einer darf ich völkerrechtlichen Idealwelt hat Russland nicht das Recht dazu, in einer politischen Welt auch nicht, aber faktisch ist das der russische Anspruch und wir müssen versuchen, damit umzugehen. Das heißt, wenn die Ukraine jetzt dabei wäre, das war Ihre Frage, die 4 Oblaste und die Krim zurückzuerobern und nicht bis nach Moskau vorzurücken, das ist überhaupt nicht das Szenario, dann ist für Russland in russischer Perzeption das schon sozusagen ein Fall für Eskalation. Und ich glaube nicht, dass es zu einem vertretbaren Preis für die Ukraine machbar ist. Und Ischinger, darf ich noch mal einmal sagen, Ischinger oder die Rand Study, alles keine Peaceniks, ich im Übrigen auch nicht, sondern alles Realpolitiker, nein, Sie auch nicht, alles Realpolitiker, der Ton geht doch genau in die Richtung, dass wir zu schmerzhaften Kompromisse bereit sein müssen. Natürlich am Ende in erster Linie die Ukraine, aber wir haben eine Pflicht, durch unsere Waffenlieferungen auf die ukrainische Strategie Einfluss zu nehmen. Also diese Pflicht haben wir ehrlich gesagt nicht, aber davon Ich mal empfinde abgesehen. sie, doch, also. Aber ja, das ist was anderes. Sie können eine Pflicht reklamieren, aber das heißt nicht, dass wir sie haben. Aber mir geht es nochmal um einen anderen Punkt. Im Grunde genommen, das zu Ende gedacht. Und ich will das gerne rauskitzeln, weil da ein völlig anderes Verständnis europäischer Sicherheit dahinter steckt. Ihr Argument ist, wir müssen die Ukraine opfern für die europäische Sicherheit. Genau. Und Carlo Masalas Argument ist, wir müssen die Ukraine verteidigen für europäische Sicherheit. Das scheint mir sozusagen der tatsächliche Konfliktgegenstand Ja, dann zu sein. frage ich das doch so? mal Carlo, was wäre denn die Grenze? Whatever it takes. Wenn diese Prinzipien so fundamental wichtig sind, dann ist es doch sozusagen am Ende doch nur natürlich, dass wir auch mit eigenen Soldaten da reingehen. Warum denn dann diese Grenze machen? Natürlich nicht, weil Ich will damit nur sagen, Realpolitik erfordert schmutzige Kompromisse. Erfordert schmutzige Kompromisse und dürfen nicht der reinen Lehre Diese schmutzigen entsprechen. Kompromisse Genau, ja. machen wir ja, weil wir sozusagen sofort gesagt haben, kein NATO-Staat wird sich darin direkt involvieren. Das ist natürlich in der Vorstellung, wir müssen die Ukraine verteidigen und Russland muss diesen Krieg verlieren, ist das natürlich ein schmutziger Kompromiss, weil wir als NATO der Russischen Föderation konventionell überlegen wären. Das ist schon der schmutzige Kompromiss. Der schmutzige Kompromiss ist, dass wir nicht bereits im Sommer gesagt haben, whatever it takes, weil es klar war, jeder, der sich über Kriege auskennt, weiß, wie die Phasen sind. Und es war klar, es wird zu einer Situation kommen, in dem Kampfpanzer gebraucht werden, in dem sozusagen Schützenpanzer gebraucht werden. Und
letzten Endes, ich sage jetzt mal die NATO, obwohl die NATO als solche da nicht drin involviert ist, sondern die NATO-Staaten haben gesagt, wir machen das peu à peu, weil wir natürlich auch Boiling die Reaktion, Boiling the Frog, habe ich ein Problem damit mit dieser Strategie, weil das auch was anderes abzieht, aber wir testen die Reaktion von Moskau aus. Wir gucken sozusagen, inwieweit sind die roten Linien belastbar, die setzen. Und wir haben dann festgestellt, Mehrfachraketenwerfer, sie tun nichts, Geparden, sie tun nichts. Und jetzt sind wir bei Kampfpanzer. Vielleicht kommen wir, was ich nicht glaube, zu Kampfflugzeugen, aber jetzt sag mal realistischerweise. Also U-Boote, ja, Melnik kann ein U-Boot. Wer sich mit U-Booten auskennt, ja, weiß, also ein deutscher Kommandeur von einem U-Boot wird 5 Jahre ausgebildet. Jetzt verkürzen wir mal, und das ist sozusagen, da gibt es noch ein paar andere sehr, sehr Spezialisten, die auf so einem U-Boot rumfahren müssen. Jetzt verkürzen wir diese Ausbildungszeit, dann reden wir über 2 Jahre. Das ist natürlich total illusorisch, weil das, was die Ukrainer mit U-Booten erzielen wollen, können sie auch mit anderen Mitteln erzielen, nämlich die Schwarzmeerflotte angreifen. Da sind wir sozusagen bei Attack MS, also Raketen kürzerer Reichweite bis zu 300 Kilometer. Deswegen ist die Grenze dessen, was wir liefern, ich weiß nicht, ob wir Kampfflugzeuge liefern werden oder nicht, aber die Grenze ist jetzt bereits schon erreicht. Es wird keine Nuklearwaffen geben, es wird keine U-Boote geben, es wird keine Mittelstreckenraketen geben, es wird keine ICBMs geben und es wird keine atomaren Sprengköpfe. Also wenn ich Ihnen beiden zuhöre, geht es doch um den frühestmöglichen Termin oder den spätestmöglichen Termin, dass wir beobachten an unserem Verhalten. Wenn ich aber, wissen Sie, mich interessieren Argumente schon. Also, Sie haben gesagt, wir müssen der russischen Befindlichkeit näher kommen. Und dann haben Sie argumentiert, man müsse sich eben vorstellen, dass aus russischer Sicht zum Beispiel die Krim russisch sei. Habe ich Sie richtig verstanden? Ja, nur bei Ihnen hat das einen anderen Subtext als meiner. Ich jubel darüber nicht. Wissen Sie, was das Tolle ist? Ich verstehe kaum Texte und suche nicht nach Subtexten. Und wenn wir anfangen, uns Subtexte zu unterstellen, dann sind wir nicht mehr im Streitclub. Also, ich habe nur gefragt, was Sie gesagt haben. So, wenn ich mich dieses Arguments annehme und mir vorstelle, dass andere Länder, nachdem völkerrechtliche Grenzen gezogen worden sind, mir jetzt vorstelle, dass unabhängig davon Länder Befindlichkeiten haben und das nach dem Ersten und Zweiten Weltkrieg in Europa, beide Kriege von Deutschland begonnen, dann sind wir nicht mehr in einem regionalen Krieg, sondern können wir wirklich wieder bei Null anfangen. Ich wollte damit sagen, diese Befindlichkeit finde ich äußerst suspekt als Begründung dafür, warum man einem Land, das nun mal völkerrechtliche Grenzen hat, die weltweit anerkannt sind, zur Hilfe kommt, wenn irgendein anderes Land fabuliert, das interessiert mich alles nicht. Nehmen wir sogar den konkreten Vorfall weg, weil wir reden ja hier tatsächlich anlässlich dieses Vorfalls über, wie ist Europas Sicherheit, und gerade in Europa wissen wir, wie viele Grenzziehungen in 2-3 Jahrhunderten stattgefunden haben. Also eigentlich, wenn ich mich also in diese Sicht der Russen einbringe, ist es sogar zwingend, dass europäische Sicherheitspolitik Nein sagt zu solchen Fantasien. Ja. Würden Sie dem folgen können? Ja, aber ich habe ein anderes Wording dabei. Mein Begriff dafür ist einfrieren. Nicht anerkennen, sondern einfrieren. Wie viele Konflikte was soll ich da einfrieren, wenn ich fragen darf? Wo die Russen jahrzehntelang standen? Ich muss noch eine Frage beantworten. Ja, was verstehen Sie einfrieren heißt, ein Konflikt, der nicht lösbar ist, sozusagen nicht weiter eskalieren zu lassen, sondern gewissermaßen betäuben. Sie nicht, aber die Russen wollen weitermachen. Das ist eine andere Frage. Das ist die Frage. Sie können doch nicht einseitig einfrieren auf Kosten der Ukraine. Der Ausgangspunkt Ihrer Frage war die 4 Oblaste und die Krim, ob ich das sozusagen akzeptieren würde. Und da würde ich sagen, nein, nicht völkerrechtlich akzeptieren. Im Übrigen haben wir auch die Annexion der baltischen Staaten nach dem Zweiten Weltkrieg nie völkerrechtlich anerkannt. Das sind wir jetzt nicht. Nee, doch, aber das ist so ein Beispiel sozusagen. Beispiel, weil wir haben sie nie völkerrechtlich anerkannt. Und wenn man ins Baltikum fährt, dann erfährt man, wie die unter sowjetischer Herrschaft gelitten haben. Also letztens ist es extrem zynisch zu sagen, völkerrechtlich werden wir sie nicht anerkennen, aber es ist so eine Art de facto Anerkennung. Und was die Russen da auf ihrem Gebiet betreiben, interessiert uns einen Scheiß. Aber die Frage ist eben, zu welchem Preis, und da sind wir wieder bei dem Preis, wäre das Gegenmodell denkbar? Und Herr Friedmann, Sie brauchen mich nicht darüber aufzuklären. Und niemand hier, glaube ich, dass es ein Desaster ist für internationale Stabilität, dass Grenzen mit militärischer Gewalt verschoben werden. Und dass es mir lieber wäre und dass man fast alles dafür tun muss, dass das nicht passiert. Aber es passiert gerade. Und wir müssen schauen, dass wir die Dinge nicht noch mehr eskalieren lassen. Das heißt, das Gegenmodell zu dieser Hinnahme ist, die Eskalation mitzudenken. Und da ist die Eskalation der noch schlechtere Weg. Das heißt, wir haben nur noch schlechte Optionen und wir müssen die am wenigsten schlechte machen. Ja, das ist eine treffliche Frage, was die am wenigsten schlechte ist. Aber fangen wir mal an mit diesem Einfrieren. Das ist ja ein Szenario, das uns durchaus schon seit Monaten vor Augen steht. Schon um dieses Szenario überhaupt
ermöglichen zu können, müssen wir ja weiter Waffen liefern. Damit überhaupt, es sei denn, Sie sagen, naja, die Frontlinie, wie sie jetzt ist, muss ja nicht diejenige sein, zu der wir dann einfrieren. Wir lassen einfach zu, dass Russland noch weiter wieder vorankommt. Und dann frieren wir ein. Aber zum jetzigen Zeitpunkt, in der jetzigen Situation, hat Russland noch kein Interesse am Einfrieren. Wenn Russland den Eindruck bekommt, es kann weiter voranschreiten, das haben uns die letzten Monate ja gezeigt, wird es das auch tun. Genau. Und deswegen nochmal die Frage, sind Sie bereit, die Ukraine für Europas Sicherheit zu opfern? Ich bin genauso bereit wie Wolfgang Ischinger oder die Autoren der Rand, die darüber nachdenken. Aber das sind meine Argumente. Nein, Ihre Argumente sind keine Menschen, sondern Ihre Argumente haben doch etwas mit Logik zu tun und Substanz. Ja, und das Argument, das ich teile und was andere auch in die Debatte einbringen, nämlich Wolfgang Ischinger und die Rand Study, ich muss nochmal sagen, keine Idealisten, sondern harte, erfahrene Akteure der internationalen Politik. Mich interessiert die Qualität Ihres Arguments. Ja, genau, das ist mein Argument. Wir müssen schauen, dass die Dinge nicht noch weiter eskalieren und wir müssen über den Preis reden. Und ich nehme im Moment wahr, dass Russland sehr entschlossen ist, mit einer unglaublichen Entschlossenheit, auch mit einer unglaublichen Brutalität, der wir in dem Sinne nichts entgegensetzen können, als dass wir nicht in einen Krieg mit Russland geraten wollen. Das heißt, Johannes, da kommt doch der Logikbruch. Der Logikbruch ist, Russland ist entschlossen. Warum soll Russland dann einfrieren? Es braucht doch die Bereitschaft Russlands zu sagen, okay, einfrieren ist eine Option. Aber wenn Russland wie jetzt 4 Divisionen in die Ukraine reingeschickt hat, Gerasimov sagt 22.12. Donbass, komplett. Wo ist das Motiv für Russland, diesen Konflikt jetzt einzufrieren? Aus der russischen Perspektive, du sagst immer die Perspektive des anderen mit einnehmen, ist es sozusagen, wir können noch gewinnen. Wir können immer mehr erobern. Und da gibt es kein Einfrieren. Ich glaube, es gäbe kein Einfrieren, wenn das Ziel, was ich gar nicht ausschließen will, und dann sind wir in einem Desaster, wenn das Ziel Russlands wäre, tatsächlich die Staatlichkeit der Ukraine zu vernichten, dann hätten wir sozusagen ein Desaster. Aber ich sehe das nicht, sondern ich sähe, und das ist jetzt bittere Realpolitik, und das kann man natürlich schnell verächtlich machen und sagen, was ist das denn für ein Zyniker? Aber ich meine das ernst. Ich meine das ernst. Gar nicht. Lass uns doch den Versuch machen, Russland einen Ausweg aus diesem Konflikt zu lassen, und der kann nicht so aussehen, dass wir Russland in dem Sinne, darf ich das sagen, in dem Sinne besiegen, als dass wir den völkerrechtlich legitimen Status wiederherstellen, also die Russen raus aus der Krim und raus aus dem Osten der Ukraine. Das ist in einer idealen Welt wäre ich sofort dabei. So. Und wenn ich Mittel und Wege finden würde, zu einem vertretbaren Preis, das zu erreichen, dann wäre ich dabei, aber ich sehe diesen vertretbaren Preis. Das ist eine Dichotomie, die du aufmachst, die nicht existiert. Es gibt nicht sozusagen deine angebliche realpolitische Lösung und alle anderen, die sagen, wir müssen Russland in der Ukraine eine militärische Niederlage zufügen, damit es dort überhaupt zu Verhandlungen kommen muss, sind Idealisten. Das ist eine Dichotomie, die überhaupt nicht existiert. Jetzt lässt du mich ausreden. Stimmt, sorry, genau. Das ist eine Dichotomie, die überhaupt nicht existiert. Die Strategie, zu sagen, Russland muss in der Ukraine eine militärische Niederlage erreichen, was nicht gleichbedeutend ist, dass sozusagen die Ukraine jeden russischen Soldaten aus diesem Territorium militärisch vertreiben wird, weil das glaube ich nicht, dass die ukrainische Armee dazu in der Lage ist eine, wenn wir jetzt den Begriff mal nehmen, der für mich ohnehin sehr nebulös ist eine realpolitische Strategie, weil er sozusagen von den realen Gegebenheiten ausgeht, dass, wenn Russland sich dort durchsetzt, unsere Sicherheit nachhaltig geschwächt werden wird. Also wenn man ein Interesse an Stabilität hat, dann gilt es sozusagen, Russland in der Ukraine eine militärische Niederlage zu bereiten. Ja, aber dann sag mir doch mal, zu welchem Preis das deiner Auffassung nach möglich wäre. Der Preis ist der Preis, den die Ukrainer dafür bezahlen wollen. Wenn die Ukrainer morgen, wenn Zelensky morgen sagt, es ist genug, dann haben wir uns auf diese Situation einzustellen. Es ist nicht mein Job, es ist nicht dein Job, es ist nicht der Job von diesen beiden und keinem anderen, Zelensky zu sagen, du hast jetzt sozusagen alles aufzuhören, weil dann geben wir bestimmte Prinzipien preis und geben revisionistischen Staaten, öffnen wir Tür und Tor. Letzter Satz, und anders als er ist das auch nur noch ein Satz. Deswegen habe ich auch gesagt, das ist ein Ordnungskonflikt und das geht nicht nur um die europäische Ordnung, es geht um die globale Ordnung. Und der Präzedenzfall, wir haben noch ein paar andere Nuklearmächte auf dieser Welt. Der Präzedenzfall kann sich an verschiedenen Ecken dieser Welt wiederholen. Ich würde gerne mal, genauso wie Sie, nicht zynisch, sondern ernst gemeint, Ihre Erzählung umdrehen. Russland will die Ukraine beherrschen und die Staatlichkeit der Ukraine zerstören.
Auch da versuche ich einfach ernst zu nehmen, was ich nicht nur für Propaganda nach innen und außen halte, was Putin als Kriegsziel jetzt auch erklärt. Denken wir doch mal aus der Perspektive. Und es gelänge ihm. Das wäre ja auch the worst Szenario, nicht nur für die Ukraine. Und denken wir uns Europas Sicherheits- und Außenpolitik der letzten 130 Jahre. Denken wir uns also, dass es da einen Staat gibt, der territorial sich ausweiten will. Nicht nur dann in der Ukraine, weil wenn die Generalprobe gelungen ist, spielt es überhaupt keine Rolle mehr, solange es keine NATO-Staaten sind, diese stark imperialistisch-militärische Version von Politik fortzusetzen. Das heißt, das Szenario in Europa wird dann ja nicht wiederholbar sein, dass wir jetzt sagen, aber für die Länder gibt es nicht nur Leopard, sondern Leopard Plus. Wissend, dass solange es keine NATO-Länder sind, wir genauso hier sitzen würden und weiter argumentieren würden, landen wir aber früher oder später auch auf einen Point of No Return, wo wir einen Teil der europäischen, bisher auch wieder sich in Freiheit bewegenden Staaten billigend in Kauf nehmen, und ich möchte das gar nicht bewerten, so wie Sie das eben formulieren, dass sie für uns ihre Freiheit, ihre territoriale Unabhängigkeit aufgeben und ein Teil einer Diktatur werden. Nimmt man die europäische Geschichte, ist das ein Signal und ein Weg an ein Land, das ganz offen diese imperialistische Struktur auch formuliert. Und denkt man dann doch wieder an China, das schon längst diesen imperialistischen, militärischen und kolonialistischen Weg geht. Und auch an andere Länder, die Atombomben nehmen. Ich nehme Ihr Argument mit der Atombombe sehr ernst. Ob das der Iran ist, ob das Pakistan ist, ob das übrigens Indien ist, aber auch Nordkorea bald. Was wäre das denn für die Sicherheitsorganisation der Welt und innerhalb Europas dann für eine finale Konsequenz? Wenn Sie die Frage so einleiten, dann ist die Antwort klar, das wäre ein Desaster. Deswegen sollte es nicht stattfinden. Und ich meine, Sie spielen wahrscheinlich auf Moldawien und Georgien an. Das sind alles komplizierte Fälle. Und ich bin sehr dafür, dass wir alles dafür tun, dass das nicht passiert. Ich habe aber auch nicht den Eindruck, dass Russland im Moment auf der Gewinnerseite ist. Russland hat schwerste Wirtschaftssanktionen, die auch anfangen zu wirken. Ich habe nie zu denen gehört, die gesagt haben, damit wird sich der Krieg verhindern lassen, weil Russland nach einer anderen Logik spielt. Wenn es um vitale Interessen geht, dann beeindrucken Sanktionen nicht. Aber trotzdem schädigen Sanktionen die russischen Handlungsmöglichkeiten. Russland ist politisch isoliert, zwar nicht so isoliert global, wie wir glauben. Es gibt noch eine ganze Reihe Staaten im globalen Süden, die einen völlig anderen Blick auf diesen Konflikt haben. Aber trotzdem glaube ich, dass wir nach Lage der Dinge, nach fast einem Jahr Krieg, nicht sagen können, dass sich der Krieg für Russland gelohnt hat. Punkt. Und damit ist das schlechte Beispiel gesetzt. Und deswegen habe ich die Hoffnung, dass Russland nicht eine Strategie fährt, die Sie sagen. Und im Übrigen ist das NATO-Territorium eine völlig andere Geschichte. Ich habe nie zu denen gehört, genau, die gesagt haben, die Polen und die Balten sind die Nächsten. Das wird nicht stattfinden. Da ist die NATO vor und das ist auch gut so. Ich glaube ja nicht, dass Russland vitale Interessen hat, sondern eher letale. Aber ich möchte jetzt mal das Wort an andere geben, die vielleicht noch mal ganz frische Punkte reinbringen und uns so ein bisschen aus dem Ineinanderverbeißen rausholen. Vielleicht stellt ihr euch kurz vor und dann rein in die Debatte. Ja, hallo zusammen. Ich bin Johann Scharpnack, ich komme aus der Zienschule aus Eschersheim. Ich bin in der Q4 im Politikkurs und genau, wir haben heute Abend, möchtest du dich auch noch vorstellen? Sorry. Ja, also ich bin Shirin, ich bin ein Jahr unter Johann, ich bin in der Q1 im Politikleistungskurs. Ja. Genau. So, Fragen. Und ja, wir haben ein paar Fragen für Sie heute Abend vorbereitet. Willst du anfangen? Ja, also unsere erste Frage richtet sich ein bisschen, also geht nochmal zum Anfang zurück und ist eben die Frage, was genau ist denn jetzt ganz konkret, was Deutschland nun tun sollte und auch was bedeutet das und ab welchem Punkt ist es ein direkter Eingriff in den Krieg? Also von Ihnen kam ja schon ein bisschen dieser Anklang, dass Sie auf jeden Fall keine Waffen mehr liefern möchten, aber sozusagen, oder auf jeden Fall, ab welchem Punkt wäre es denn verwerflich und was bedeutet das dann? Ich würde den Begriff verwerflich gern mit völkerrechtlich auch noch ergänzen. Ja. Verwerflich ist nicht schön, aber völkerrechtlich wäre noch unschöner. Also Deutschland sollte aufpassen, dass es nicht Kriegspartei wird und wir können uns das nicht so einfach machen, dass wir das nur
in einer völkerrechtlichen Betrachtung sozusagen beurteilen, da mag das klar sein. Jeder Staat hat das Recht, einem angegriffenen Staat zu helfen und das ist völkerrechtlich in Ordnung, aber wir begeben uns zunehmend in einen Graubereich. Wir müssen es nicht Rutschbahn nennen, nennen wir es vielleicht in dem Fall Graubereich. Und da sollten wir aufpassen und das sollten wir nicht tun. Und was Deutschland tun sollte, das war ja Ihre Frage. Graubereich, vermutlich, es ist ein politischer Bereich, es gibt oder? inzwischen auch kluge Juristen, Herr Schaller von der SWP, der Wissenschaftliche Dienst des Deutschen Bundestages, die das schon differenziert betrachten. Also es ist auch völkerrechtlich nicht so einfach, wie wir das unterstellen. Aber das ist nur die eine Schiene. Also wir sollten vermeiden, das wäre meine Antwort auf Ihre Frage, Kriegspartei zu werden und wir sind auf dem Weg dahin. Das heißt, wir brauchen da einen gewissen U-Turn. Und das Zweite ist, wir sollten uns mehr für politische Lösungen einsetzen und etwa die Vermittlungsbemühungen von Lula, also dem brasilianischen Präsidenten und andere mehr unterstützen und nicht nur in der Logik von Waffenlieferungen denken, sondern die Politik muss wieder die Diskurshoheit in diesem Konflikt übernehmen und das wäre eine Aufgabe für Deutschland. Ihre Position? Ich lasse den einen mal ausklatschen. Völkerrechtlich ist es relativ klar. Deutsche Soldaten in deutschen Uniformen mit deutschem Hoheitsabzeichen, die kämpfend in der Ukraine sind. Das ist sozusagen das direkte Kriegsengagement. Jetzt gibt es eine andere Sache. Es ist die Frage, wann werden wir politisch zu einer Kriegspartei erklärt? Also das heißt, wann betrachtet uns Russland unabhängig von völkerrechtlichen Fragen als Kriegspartei? Und da muss man sagen, da sind wir schon längst. Also wenn man sich die letzten 4, 5 Reden Putins anhört, aber auch Lavrov, die sagen, die NATO greift Russland an. Russland ist im Krieg gegen die NATO. Das heißt, aus einer politischen Logik sehen uns die Russen ohnehin schon als Kriegspartei. Völkerrechtlich ist es relativ klar, sie brauchen deutsche Soldaten in der Ukraine, die dort kämpfen. Also dann sind wir völkerrechtlich Kriegspartei. Aber politisch sind wir schon Kriegspartei, weil Putin uns zur Kriegspartei erklärt hat. Und zwar relativ früh. Da waren wir noch gar nicht bei den Kampfpanzern. So, nächste Frage bitte. Ach, ich würde da gerne gleich noch was zu Ja, jetzt mal die Frage. Ja, jetzt mal die Frage. Ja, wirklich. Ja, dann vielleicht gleich zu Ihrem Punkt. Also das würde ja einhergehen mit einer weiteren Aufrüstung oder weiteren Waffenlieferungen der NATO oder der Deutschlands. Denken Sie, das wird einhergehen auch mit Kürzungen im sozialen, gesundheitlichen Bereich oder wie sollen weitere Waffenlieferungen finanziert werden auf deutscher und auf europäischer Ebene und am Ende auf wessen Kosten wird es dann finanziert? Also wird es dann nicht vielleicht auf Kosten der ArbeiterInnen auf dessen Rücken diese Lasten dann getragen werden? Also genau. Also es gibt mehrere Wege. Also A werden der Ukraine Waffen geschenkt, B werden der Ukraine Waffen verkauft. Dann gibt es einen europäischen Fazilitätsfonds, heißt der, glaube ich. Peace Facilität. Was? Peace Facility ist das. Genau. Peace Facilität. Da liegen irgendwie, ich glaube, 500 Milliarden oder mehr drin. Das ist so eine Art Refinanzierungsprogramm. Das heißt, ich gebe der Ukraine Waffen und bekomme das Geld für die Waffen, die ich der Ukraine gegeben habe. Dann gibt es, die Amerikaner haben Land-Lease wieder aufgelegt. Das heißt sozusagen, die verkaufen den Ukrainern die Waffen. Ja, die Ukrainer müssen die irgendwann mal zurückzahlen. Und jetzt kommt der Punkt, und da zielt vielleicht Ihre Frage darauf ab, und das ist in der Tat sozusagen ein Problem. Wir stehen jetzt vor einer Situation, das muss man ganz einfach so sagen, dass wenn Europa, gilt weniger für die USA, aber sehr stark für Europa, jetzt nicht in einen Modus übergeht, in dem sozusagen die Rüstungsproduktion massiv angekurbelt wird. Und zwar aus zweifacher Hinsicht. Das eine ist, wir schicken natürlich Waffen an die Ukraine, aber diese Waffen gehen ja auch irgendwie kaputt. Ja? Also man braucht Ersatzteile. Die Waffen brauchen Munition. Munition ist also spärliches Gut in Europa. Und die Waffen gehen als solche kaputt. Das heißt also, man muss sie auch ersetzen. Und fast alle europäischen Streitkräfte, die geliefert haben, sind eigentlich am Ende mit dem, was sie liefern können. Das heißt, wir kommen jetzt in eine Situation, wo man einfach sagen muss, wenn die Politik es ernst meint mit der nachhaltigen Unterstützung der Ukraine, dann muss jetzt letzten Endes die Rüstungsproduktion hochgefahren werden, um die Ukraine nachhaltig zu unterstützen, aber gleichzeitig auch, um das, was die Streitkräfte abgegeben haben, wieder zu bekommen. Und das kostet natürlich Geld. Und da ist die Frage, woher kommt das Geld? Und ich glaube nicht, dass das Risiko besteht, dass es sozusagen zulasten von Bildung und Sozialen und diesen Fragen geht. Aber diese Frage wird sich in den nächsten Wochen und Monaten in der Tat stellen und damit auch die Frage, wie wird das finanziert?
Und langfristig, Sie sind für die Schulden zuständig. Ja, es wird bei Ihnen landen. Und zwar nicht nur an dieser Frage. Im Übrigen das 100-Milliarden-Programm für die Bundeswehr ist ja kreditfinanziert. Das heißt, es ist nicht aus dem laufenden Haushalt finanziert. Also das bezahlen Bisher Sie. ist auch wenig Geld ausgegeben worden. Okay, Apropos Immer wenn der Zeitenwende. Sondervermögen steht, stehen Schulden dahinter. Ja. Ja. Nächste Frage. Ja, also die nächste Frage wurde, glaube ich, schon ein bisschen angesprochen. Also wenn man jetzt, also man könnte jetzt von zwei, also wahrscheinlich auch noch mehr Fällen, aber zwei sozusagen Extremfällen ausgehen. Also entweder die Ukraine geht jetzt siegreich hervor oder eben Russland. Und die Frage ist doch, also denken Sie, Russland wird dann zufrieden sein, wenn sie gewinnen, und gleichzeitig auch, was wird die Reaktion sein, wenn der Krieg verloren wird? Wenn Russland den Krieg verliert. Genau. Oder nicht gewinnt. Ja, genau. Also gewinnen und verlieren ist eine schwierige Frage in diesem Fall. Ne? Also ich hoffe, dass wir eher früher als später zu einer Situation kommen, wo tatsächlich ein Einfrieren die bessere Option ist zum Weiterkämpfen. Weil wir haben heute noch nicht über Opferzahlen geredet. Und jetzt mag Carlo sagen, das müssen alles die Ukraine selber wissen. Ist auch so, aber wir haben Hunderttausende an Opfern auf beiden Seiten. Und ich bin dafür, dass wir auch über die Opfer und damit die Kosten und den Preis reden. Und das bedingt dann sozusagen, dass man mehr Energie in eine Stabilisierungslösung legt. Und das muss dann am Ende so sein. Wir hatten mal einen Twitter-Battle, Carlo, weiß nicht, ob du dich erinnerst. Ich habe argumentiert, dass nach diesem Krieg vermutlich zwei revisionistische Mächte entstehen werden. Und ich habe die Ukraine und Russland gemeint. Und Carlo hat mir das übel genommen, weil ich das gleichgesetzt habe. So meinte ich es aber gar nicht. Das heißt, wir müssen aufpassen, dass wir nicht mit einer Stabilisierungslösung den nächsten Krieg gewissermaßen vorbereiten. Und die Wahrscheinlichkeit ist ziemlich groß, dass wir Akteure haben aus diesem Krieg, die mit dem Status quo nicht zufrieden sein werden. Das heißt, wir müssen uns auch irgendwann wieder Gedanken machen, und ich bin dafür, dass wir jetzt damit anfangen, über sowas wie eine gesamteuropäische Friedenslösung. Das mag heute aus der Utopiekiste stammen, aber wir reden nur über Militär. Inzwischen kann jeder irgendwie einen Leopard 1 vom Leopard 2 unterscheiden. Ich finde, mehr Leute sollten unterscheiden können, was eine gute Konzeption für eine europäische Friedensordnung künftig ist. Und da müssen wir wieder mehr Aber da will ich eine Nachfrage stellen. Eine europäische Friedenslösung bei Europäern da muss Russland und europäischen dabei sein, Ländern, bei europäischen Ländern, die ganz andere realpolitische Interessen, teilweise auch kontroverse haben. Das klingt gut, aber hat mit einer anderen Realität überhaupt nichts zu tun, unabhängig des Ukraine-Konfliktes. Es gibt keine europäische Außen- und Verteidigungspolitik. Und zu glauben, dass plötzlich Ungarn dieselben Interessen wie Deutschland, Frankreich dieselben wie Polen hat und andere Länder noch gar nicht gelebt, ist zwar wunderbar, aber ich will es mal sagen, das in ebenfalls diesen Diskussionsrahmen einzuführen, ist sowas von weit entfernt. Dagegen ist eine mögliche Friedenskonferenz zwischen der Ukraine und Russland sicherer. Na, das glaube ich nicht, aber ich habe nie zu denen gehört, die sehr viel Hoffnung auf die EU im Bereich der Sicherheit. Gerade als eine der wichtigen Fragen das Wort EU habe ich gar nicht in den Mund genommen, sondern ich habe von einer europäischen Sicherheitsordnung. Also noch mit der Türkei und Kasachstan, Usbekistan, all diese Länder setzen sich jetzt europäische Dann bleibe ich bei der ersten Version, dann ist zwischen Russland und der Ukraine schneller Nein, ich will dann nur, das war die Antwort auf Ihre Frage, und Sie können die will ich gerne konterkarieren. So, natürlich, die können Sie auch doof finden und lächerlich machen. Nein, aber ich wollte Sie hinterfragen. Meine Antwort auf Ihre Frage ist, ich bin dafür, dass wir uns Gedanken über eine Sicherheitsordnung machen, die trägt. Und da sind wir sehr weit von entfernt heute. Aber ich meine, mich bekümmert, dass Europa ein Kontinent ist, der jetzt wieder sozusagen ein Problem für internationale Politik ist. Und wir sollten darüber nachdenken, wie wir diese Lage stabilisieren können. Und da hat keiner einen Königsweg. Nee. Wir haben sehr unterschiedliche Strategien heute gehört. Aber das Ziel, glaube ich, das eint uns. Und darüber müssen wir nachdenken. Aber dann lassen Sie uns über das Ziel sprechen. Lassen Sie uns über Lula sprechen. Lula, der einen Friedensclub im Grunde genommen gründen will und der Meinung ist oder glaubt, dass er sozusagen jetzt Frieden schaffen kann. Aber wieder haben Sie intime Kenntnisse, die wir hier nicht haben. Was ist sozusagen der Plan, der dahinter steht? Wir haben gesehen, seit Februar des letzten Jahres, ich muss mal überlegen, Naftali Bennett war da, Recep Erdogan war da, Xi haben wir häufiger auch mal gehofft.
Der Einzige, der sich überhaupt als so etwas wie, ja, vielleicht mit kleinem Einfluss erwiesen hat, ist eigentlich Xi gewesen. Der hat aber doch sehr deutlich gemacht, dass er überhaupt kein Interesse daran hat, einen Friedensprozess zu vermitteln. Lula spielt ja noch nicht mal am Horizont des putinschen Präferenzgebäudes irgendwie eine Rolle. Also nochmal die Frage, wie schaffen wir es? Ich schreibe ganz viel über Verhandlungen und warum Verhandlungen wichtig sind. Aber die Frage ist ja, wie kommen wir da hin? Und wo kommt das her? Was ist das verknüpfende Element, dass wir von der Idee, von einer Pressekonferenz, wo Lula sagt, wenn einer sich nicht streiten will, dann klappt das auch nicht. Wie kommen wir von daher zu einem belastbaren Friedensprozess? Das ist doch des Pudels Kern. Also der Satz von Lula, wenn einer nicht streiten will, nein, wenn zwei sich nicht streiten wollen, dann irgendwie sowas jedenfalls. Nee, wenn einer nicht mitmacht, dann klappt es halt nicht. Er wollte dann natürlich damit sagen, und das hat Lula schon lange gesagt, dass man in dieser Frage der NATO-Osterweiterung zu wenig Rücksicht auf russische Interessen genommen hat. Was der sagen wollte, war, dass wenn die Ukraine sich nicht gewehrt hätte, wir keinen Krieg hätten. Ja, das stimmt, aber wir hätten auch keine Ukraine mehr. Habe ich anders gelesen. Aber ich fand auffällig in der deutschen und auch in der internationalen Debatte, dass alle gesagt haben, kann doch nicht funktionieren und so weiter und ist doch gar nicht von dieser Welt. Ich finde, Politik muss wieder ins Spiel kommen. Und niemand hat einen Plan in der Schublade, wo man sagen kann, das ist aber genau der Punkt. Wenn ich was ankündige, brauche ich einen Plan. Ich brauche sozusagen irgendwelche Bausteine, wo ich sozusagen nach Kiew und nach Moskau fahren kann und sag mal, hört mal zu, Jungs, wie wäre es mit dem und dem und dem? Wir sind in der Phase, wo jeder, der sozusagen Verhandlungen jetzt schreit, keinerlei Vorstellungen hat darüber, über was eigentlich verhandelt wird. Also beide Parteien wollen es momentan. Ich habe ja gerade ein Element der Verhandlungen skizziert. Einfrieren? Nein, auch das Anerkennen einer gewissen territorialen Veränderung, das haben wir gerade zerrissen, aber das wäre sozusagen ein Element einer Verhandlungslösung. Das Element einer Friedensverhandlung wäre eine Verschiebung der territorialen Grenzen zwischen der Ukraine und Russland. Ja, sonst also sozusagen die Ukraine... Okay, aber dann, das ist doch nochmal ganz interessant, weil da kommen wir nochmal an den Preis ran. Wie viel muss man denn hergeben? Das ist sozusagen eine Verhandlungsposition, die nur einen in die Hände spielt. Das ist ja kein Kompromiss, also so der klassische Verhandlungskompromiss, sondern das ist ein Zugehen auf russische Interessen. Nichts anderes. Das ist sozusagen, ihr hockt jetzt drauf, ihr sagt sozusagen, das ist euers, sowieso historisch, also nehmt es. Jetzt mal, wo ist der Vorschlag? Ich meine, wo ist die Ukraine? Ja, warum sollte die Ukraine, die gerade seit fast 12 Monaten durch diesen Krieg durchgeht, sagen, jo, super Vorschlag. Ja, wir geben den Russen jetzt den Donbass. Das ist genau das Problem, warum wir mit solchen Gedanken nicht weiterkommen. Es wird dann sofort sozusagen eine Tabulinie eingezogen. Es ist eine Frage, die man ihnen stellt. Warum soll die Ukraine umgekehrt? Es ist ja nicht eine Tabulinie. Weil die Ukraine im Moment dabei ist, diesen Krieg zu verlieren. Aber die Ukraine und ihr Präsident meinen, aber Sie verstehen den Punkt. Sie reden gerade für die Ukraine und die Ukrainer und Ukrainerinnen, sowohl mehrheitlich als auch durch ihre Repräsentanz, sagen ihnen, ihre Einschätzung ist aus unserer Sicht nicht richtig und wie Sie sich jetzt verhalten wollen, ist Ihr Problem. Auf meine Kosten, seit 12 Monaten kämpfe ich, dass ich genau das nicht mitnehmen muss, will ich keinen Frieden schließen. Die Frage war, was Lula sozusagen an Nein, die Frage, wir sind weitergekommen. Genau. Was Verhandlungsgegenstand sein kann. Ich meine, wenn die Verhandlungsposition ist, Russland verabschiede dich komplett aus der Ukraine. Das wird eine Verhandlung stattfinden. Vielleicht können wir einfach da mal ganz kurz einen Break machen. Weder ist, wenn ich es richtig sehe von den Positionen hier im Raum, weder ist es, Russland verabschiedet sich komplett, noch ist es... Wo ist der Kompromiss? Genau, Ukraine gibt alles her, sondern es muss ja irgendwas dazwischen sein. Und die Frage ist doch, wie kommen wir von Lulas Friedensclub, wie kommen wir von da aus hin an den Verhandlungstisch? Was ist der Weg, den wir einschlagen müssen? Das finde ich spannend. Genau, darüber müssen wir nachdenken. Und ich finde nicht, dass Sie als Frau Dijsselhoff, dass es Ihre Aufgabe ist, als Friedens- und Konfliktforscherin, dieses Wort Friedensclub verächtlich zu machen, sondern die Chancen, die daran liegen, zu ergreifen. Das wäre die Aufgabe, vor der die Friedens- und Konfliktforschung steht. Ich muss meine Freunde in Schutz nehmen. Sie plädieren für eine Verhandlung.
Ich habe noch nicht Ihren Kompromiss gehört. Na, warum soll die Ukraine rein? Das ist ein Kompromiss. Du kommst den Russen entgegen. Du sagst den Russen, behaltet das Zeug, wo ihr seid. Wir frieren es ein, wir erkennen es völkerrechtlich nicht an. Ihr könnt trotzdem machen, was ihr wollt. Das ist kein Kompromiss, Johannes. Das ist sozusagen ein Entgegenkommen für russische Interessen. Die Position kann man beziehen, das ist okay, aber verkauf sie nicht als Kompromiss. Weil da ist nichts von Kompromiss drin. Das ist einseitig zu sagen, dort wo ihr hockt, habt ihr alles, geht nach Hause, seid ruhig. Die Frage ist, ob dann die Logik aufgeht. Das ist aber eine andere. Aber das ist kein Kompromiss. Das ist per se kein Kompromiss. Na, das wäre genauso sinnlos, wie wenn ich jetzt fragen würde, wo wäre denn der Anreiz für Russland, sozusagen ein Angebot anzunehmen, zu sagen, okay, wir können die Lage stabilisieren. Sie reden nicht über die Ukraine. Aber Russland ist doch nur eine Partei. Ich habe nie vom letzten Soldaten geredet, Johannes. Ich habe eine Frage, wo ist die Ukraine? Mich interessiert die russische Seite einerseits. Aber dass beide sich hinsetzen, wäre genauso absurd, wie wenn die Ukraine, wenn man deren Position jetzt hier vertritt, sagen würde, wir machen ein Friedensgespräch, aber die Ukraine verlangt, dass alles zurückgegeben wird. Mich interessiert, weil Sie eben meine Freundin so angemacht haben, da Sie für Gespräche werben, die ganze Zeit, auch erzählen, es muss Diplomatie kommen, alle versäumen alles. Mich interessiert der inhaltliche Kompromiss, wo Sie darüber nachdenken, dass beide Seiten das Gefühl haben, it's a win-win or it's a lose-lose situation. Bisher höre ich immer nur die Seite, wo Sie glauben, dass die russische Seite an den Tisch kommt. Genau. Wo ist Ihre Perzeption über die Ukraine? Diejenigen, die für immer mehr Waffenlieferungen, was ihre Strategie ist? Wo endet das? Warum fragen wir nicht sehen wir denn, dass Diplomatie verächtlich gemacht wird und wir den Prozess schon malig machen, bevor er begonnen hat? Das ist nicht der richtige Ansatz. Sie antworten mir nicht. Wo ist die ukrainische Seite? Ihnen gefällt meine Antwort nicht. Ich antworte Ihnen. Ihre Antwort gefällt mir sehr. Und trotzdem frage ich Sie, wo ist die ukrainische Perspektive? Denn am Ende, weder geht es um Deutschland am Ende, noch um andere Länder. Sie haben mir die russische erzählt, die verstehe ich. Nur Sie wollen doch eine Verhandlungslösung, überhaupt ein Zusammenkommen. Was bieten Sie der ukrainischen Seite an? Ich bin hier nicht in der Rolle, irgendjemand was anzubieten. Bei Russland haben Sie es eben gewusst. Ich analysiere einen Konflikt. Bei Russland haben Sie es eben gesagt und gewusst. Völlig falscher Zungenschlag. Ich analysiere als Wissenschaftler einen Konflikt und versuche, einen Ausweg zu finden. Und ich sehe, dass der Weg, den wir seit fast 12 Monaten gehen, im Desaster nicht zuletzt Sie haben vor 10 Minuten gesagt, was Sie sich vorstellen. Genau. Ende. Ja, genau. Russland sollte genommen werden nach dem Hinweis, wir frieren ein. Das war eine inhaltliche und nicht eine wissenschaftliche Aussage. Das ist eine politische Aussage. Und an die möchte ich Sie wirklich festhalten. Jetzt zu springen, Sie seien Wissenschaftler, Sie sind mitten in der Politik. Was ist jetzt die Frage? Habe ich jetzt nicht verstanden. Was ist die ukrainische Perspektive in Ihrer Argumentation? Ja. Ich vergesse meine Fragen nicht. Sie wünschen sich keine Antwort zu geben. Das verstehe ich. Nein, so kommen wir nicht weiter. Wo ist der ukrainische Ansatz bei Ihnen, um die auch zum Tisch zu bringen? Na, die Ukraine, jetzt werden Sie wieder sagen, das ist sozusagen die Aufgabe der Ukraine, aber die Ukraine muss ein Interesse daran haben, dass das Morden endet, dass die Zerstörung der Infrastruktur endet, dass eine Stabilisierung der Lage entsteht sozusagen. Genau. Ja, genau. Deswegen bekämpfen Sie ja, aber der Weg hat im Moment keinen großen Erfolg. Also, das mag ja sein, aber nichtsdestoweniger. Aber das ist doch genau der Punkt. Ja, Sie haben ein Interesse daran. Sie glauben offensichtlich, egal ob das jetzt die besten Gründe sind oder schlechtere Gründe, dass Sie es mit Verteidigen gegen die russische Aggression am besten schaffen. Und die Frage ist, wer recht hat. Ich glaube, weder ich noch Sie können das wahrscheinlich genau prognostizieren. Und man muss auch nicht Diplomatie verächtlich machen. Ich glaube, das war jetzt wirklich ein bisschen politisches Gepolter. Aber man kann doch fragen, wenn Diplomatie zur Geltung kommen will, wie sieht dann der Plan aus? Und wir sind 12 Monate in diesem Konflikt. 12 Monate. Und viele von uns haben sich sehr viel Gedanken darüber gemacht. Ich zum Beispiel und viele andere auch. Ja, und also über ein Element des Planes haben wir noch nicht geredet. Okay. Ich glaube, die Ukraine wird am Ende eine Form haben, die nicht eindeutig dem westlichen Lager zugehörig ist. So, das heißt, es wird eine wie auch immer neutrale Ukraine geben,
die sozusagen Russland verträglich ist. Und im Moment läuft der Diskurs so, dass wir die Ukraine möglichst schnell und möglichst weit in unser eigenes Lager holen müssen, Sicherheitsgarantien geben, die faktisch der NATO-Mitgliedschaft entsprechen, EU-Mitgliedschaft schnell. Ich meine, darf ich noch mal eine Zahl sagen? Die Ukraine hatte vor dem Krieg 2021 ein Bruttoinlandsprodukt pro Kopf von ungefähr $4.000. Der ärmste EU-Staat, Bulgarien, hat ungefähr $8.000. Das heißt, die Ukraine ist alles andere als beitrittsreif für die Europäische Union. Wir tun im Moment so, dass die Mitgliedschaft gewissermaßen kurz davor steht. Das heißt, ich glaube, wir brauchen für die Ukraine andere Modelle, die sie nicht so im Westen verortet, wie das im Moment angedacht ist, um die Lage zu stabilisieren. Ja, aber die Strategie, diesen Konflikt einzufrieren, die Sie ja eigentlich hier propagieren. Und Sie haben selber gesagt, das wird vermutlich, Sie haben jetzt 2 revisionistische Staaten, sagen wir einfach mal, es wird vermutlich eine nicht sehr stabile Lösung nach sich ziehen, die immer wieder dazu führen wird, dass wir es mit Übergriffen zu tun haben werden. Wenn wir das auf Dauer machen wollen, dann bedeutet das, dass wir noch viel massiver in die Ukraine investieren müssen. Militärisch, ökonomisch, politisch und die Westbindung massiv vorantreiben werden, des Teils der Ukraine, der nicht besetzt ist, oder? Naja, aber sagen Sie mir doch mal Ihren Lösungsweg. Ich meine, wir können jetzt meinen kritisieren und sagen, das ist unausgegoren. Bin ich sogar mit einverstanden. Aber ich glaube, sozusagen der Prozess ist das Entscheidende. Aber die Vorstellung, dass die Ukraine diesen Krieg gewinnt, die ist Wunschkonzert und nicht Realität. Was heißt denn Gewinn? Naja, gewinnt nach langläufiger Auffassung ist, dass die Russen abziehen sozusagen, erkennen, dass es ein Fehler war. Weder Frau Deitelhoff, noch Herr Friedmann, noch ich. Was ist denn dann für dich ein Gewinn der Ukraine? Ich kann es noch mal gerne sagen. Ja, ich habe es noch nicht verstanden. Das Kosten-Nutzen-Kalkül der Russischen Föderation zu verändern. Da kommen wir auf ganz klassische empirische Studien, einen Erschöpfungszustand beizuführen, einen Zustand herbeizuführen, in dem die Russische Föderation befürchten muss, dass von einer Fortführung der Kämpfe sie mehr verliert, als dass sie gewinnen kann. Das ist der beste Zeitpunkt für die Russische Föderation, an den Verhandlungstisch zu kommen. Und dann kann verhandelt werden. Und worüber soll Russland dann verhandeln, deiner Meinung nach? Naja, dann verhandelt Russland sozusagen über die Frage, wie sie am schnellsten abzieht aus der Gesamtukraine, sozusagen. Keineswegs. Oder? Also, ich sage dir mal Folgendes. In den Istanbuler Verhandlungen, und das war gar nicht mal so unklug, hat Zelensky gesagt, er ist sehr gerne bereit, über die Lebenssituation der Menschen im Donbass und auf der Krim zu reden. So. Dass Russland diese Territorien militärisch nicht besetzt halten kann, ist klar. Jetzt kann man sagen, gut, da leben russischsprachige Menschen, so, die sich vielleicht als Russen identifizieren, das ist ja auch schon umstritten. Aber dann kann man über so Fragen wie Autonomie reden. Südtirol-Statut, also um jetzt mal aus meinem Heimatland was zu nehmen. Ja? Genau. Oder Korsika in Frankreich. Oder weiß der Teufel, was es da für Modelle gibt, die man sich da alle angucken kann und anschauen kann. Trägt das für den Donbass, trägt das für die Krim. So, aber vorerst muss sozusagen die Logik verändert werden. Wenn Russland an den Verhandlungstisch kommt, wie jetzt, wie gesagt, ich habe ihn zitiert, stellvertretender Außenminister vor 2 Tagen, zu sagen, jo, machen wir sofort, aber Leute, 15% eures Territoriums gehört uns, über den Rest können wir gerne verhandeln. Dann reden wir über 5% des Territoriums. Die werden dann demilitarisierte Zone und sozusagen die Russen behalten alles, was sie haben. Also ist es zentral, russische Kosten-Nutzen-Kalkulation in diesem militärischen Konflikt zu verändern. Punkt. Und ich kenne wirklich keinen, der sozusagen Waffenlieferungen um der Waffenlieferungen willen fordert. Da ist immer doch, hast du gerade gesagt, die immer mehr Waffenlieferungen fordern, Diplomatie wird verächtlich gemacht. Waffenlieferungen sind eine Voraussetzung dafür, dass in dieser speziellen Konstellation Diplomatie überhaupt irgendwann mal eine Chance haben kann, sodass am Schluss irgendwas steht, was ohnehin schon, ich glaube, die schwierigsten Verhandlungen seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs sein dürften. Ja? Und da bin ich bei dir, nämlich zu sagen, auf die müssen wir uns jetzt schon vorbereiten. Nicht, die müssen wir jetzt führen, aber auf die müssen wir uns jetzt schon vorbereiten. Weil die Nüsse, die es da zu knacken gilt, das werden verdammt harte Nüsse werden. So, aber Waffenlieferungen sind die Voraussetzung dafür, dass Diplomatie überhaupt irgendwann mal in diesem Konflikt eine Chance hat. Das ist mein Argument. Deswegen bin ich für Waffenlieferungen. Und jetzt kommen wir zu anderen Argumenten. Ihr sollt jetzt bitte noch mal ran hier. Ja, dann würde ich gleich vielleicht mal eine ganz andere Frage stellen. Also es fiel heute Abend schon mehrmals der Begriff von Ordnungskrieg, Ordnungskonflikt, um ein internationales System, internationale Interessen. Würden Sie sagen, oder denken Sie, man könnte sagen, man könnte hier von einer Art Stellvertreterkrieg der NATO sprechen, die quasi einfach ihre eigenen Interessen
imperialistischen, kapitalistischen Interessen in der Ukraine versucht, weiter zu expandieren, weiter durchzusetzen. Was würden Sie dazu sagen? Sie fangen an. Ja, gerne. Also klassischerweise ist ein Stellvertreterkrieg sozusagen ein Krieg, wo zwei Seiten nicht direkt eingreifen und jeweils ihre Vertreter unterstützen. Das liegt jetzt gegenwärtig in der Ukraine nicht vor. Ja? Also sozusagen, man kann argumentieren, natürlich die eine Seite, also das heißt die NATO-Staaten unterstützen militärisch die Ukraine. Jetzt kann man sagen, China unterstützt ökonomisch Russland, aber trotzdem ist das was anderes als ein Stellvertreterkrieg. Ich glaube, warum das kein Stellvertreterkrieg ist, das sehen wir auch an der Art und Weise, wie wir Waffen liefern. Ja? Also wenn es sozusagen unsere Strategie wäre, Russland zu besiegen, dann macht es keinen Sinn, dass wir so zögerlich und zurückhaltend sind mit diesen Waffenlieferungen. Dann macht es keinen Sinn, dass wir unsererseits sozusagen bei der Ukraine beständig, wir haben ja die Befürchtung, dass die irgendwas anderes machen mit den Waffen, als wir wollen. Ja? Wir sehen, dass die Ziele der Ukraine und unsere nicht deckungsgleich sind. Wir verschreiben uns deren Ziele nicht. Dem Endziel ja, aber wir verschreiben uns sozusagen nicht deren Ziele. Wir halten Waffenlieferungen zurück, von denen man sagen würde, die würden total viel Sinn machen. Also diese zum Beispiel, worum es jetzt geht, diese Kurzstreckenraketen mit 300 Kilometer Reichweite, ne, die noch immer nicht in der Ukraine sind. Die machen in der jetzigen Situation für die Ukraine, würden die extrem viel Sinn machen, weil die Russen ihre Munitionsdepot und ihre gesamte Logistik 90 bis 120 Kilometer hinter die Front verlegt haben. Das heißt, durch die Raketen, die wir bisher geliefert haben, nicht mehr erreichbar sind. Also wäre es ein Stellvertreterkrieg, wo ich den Russen richtig eins auf die Schnauze geben will, hätte ich diese 300 Kilometer Raketen schon längst geliefert. Die Amerikaner halten die Ukrainer zurück und bislang haben die Ukrainer das noch akzeptiert, die Brücke zur Krim völlig platt zu machen. Das belegen die Amerikaner mit dem Veto, weil sie Befürchtungen haben, das könnte irgendwie Auswirkungen haben, die nicht mehr kontrollierbar sind. Wenn es ein Stellvertreterkrieg wäre, würde ich sagen, who cares about die Ukraine? Also die können gerne in Schutt und Asche gelegt werden, aber sozusagen die Russen müssen eine Niederlage haben. Macht die Brücke platt. Na, solche Geschichten. Und das passiert alles nicht. Und deswegen würde ich sagen, nein, es ist kein Stellvertreterkrieg. Es ist kein Stellvertreterkrieg. Also wir hatten diese Battle ja mal an anderer Stelle und es ist sicherlich kein klassischer Stellvertreterkrieg, das, was wir in den internationalen Beziehungen darunter verstehen. Nein, aber der ukrainische Botschafter, der Neue, hat selber gesagt, es ist ein Stellvertreterkrieg und er hat das anders geframed, nämlich so, dass er betont hat, dass die Ukraine gewissermaßen stellvertretend für die Freiheit Europas dort kämpft. Und wenn man das so dreht, dann ist es schon ein Stellvertreterkrieg, kein klassischer. Jedenfalls ist es ein absurder Krieg, der befeuert wird von außen, der nicht weitergehen würde, wenn von außen nicht so massiv unterstützt würde. Also irgendwie eine Kategorie, die was Andersartiges ist in der internationalen Politik. Und natürlich haben die Amerikaner auch, das gehört auch zur Wahrheit, geostrategische Interessen, Russland zu schwächen. Und das ist auch eine Motivation, warum sie so massiv die Ukraine unterstützen. Insofern hat Geschmäckle von Stellvertreterkrieg. Ursache für diesen Krieg. Nein, also geostrategische Interessen der USA sind keine Ursache für diesen Krieg. Ursache für diesen Krieg ist, dass Russland, warum auch immer, die Ukraine überfallen hat, sei es wegen seiner vitalen Sicherheitsinteressen oder sei es, weil es neoimperialistische Ziele verfolge. Richtig? Und die Frage, stellvertretend für Europas Freiheit oder Sicherheit, ich meine, Staaten haben das in allen zeitlichen Epochen dieser Welt getan, dass sie sozusagen sich große Ziele auf die Fahne geschrieben haben, das sind wirklich zwei Ums. Um Unterstützung zu werden. Das war jetzt wirklich schwierig. Also das haben wir immer gesehen, aber das hat es natürlich nie zu einem Stellvertreterkrieg gemacht, sondern hat einfach nur das Werben um Unterstützung von außen befeuert. Haben wir in allen Kriegen. Es gibt eigentlich keine Kriege, in denen wir das nicht erlebt haben. Ja, aber da ist das Ausmaß besonders groß, würde ich sagen. Und es hat Geschmäckle von Stellvertretern. Nein, Geschmäckle muss ich dann intervenieren. Erstens ein Begriff, mit dem ich nichts anfangen kann. Und zweitens, wenn die Partei selbst, die im Krieg ist, sagt, ich mache das stellvertretend für andere, ist das eine andere Terminologie als die im Stellvertreterkrieg gemeint ist. Nämlich, dass man eine Partei benutzt, um eigene Interessen zu haben. Und deswegen hat es weder ein Geschmäckle, noch ist es ein Beweis, dass es ein de facto Stellvertreterkrieg ist, weil die Argumentation kommt vom Teilnehmer und nicht umgekehrt. Und da sollten wir schon klar und deutlich und präzise, weil Sie es ja wissenschaftlich wollen, miteinander diskutieren.
Weil das jetzt zu nutzen, um zu sagen, die Ukraine sagt es selbst, ist nicht der Stellvertreterkrieg, der hier gefragt wurde. Der kommt von außen und benutzt eine Partei. Die Partei, die es selbst sagt, ist nie der Stellvertreterkrieg in dem Sinne. Ich will noch ein Argument hinzufügen, warum das kein Stellvertreterkrieg ist. Wir hatten in den 80er Jahren sehr viele Bürgerkriege in Mittelamerika, sehr blutige Bürgerkriege, wo die USA und die Sowjetunion sozusagen ihre Leute unterstützt haben, massiv. Ja? Und dann kam Gorbatschow an die Macht und die Amerikaner waren sich nicht so sicher, ist dem Typen zu vertrauen oder ist das einfach nur so ein cooler, aber dennoch Betonkommunist. Und Reagan hat ihn dann auf Malta den Vorschlag gemacht, bevor wir über so Fragen wie Nuklearwaffen reden, lass uns doch mal diese Kriege in Mittelamerika lösen. Und die waren dann relativ schnell gelöst, weil sowohl die USA als auch die Sowjetunion waren in der Lage, zu den Konfliktparteien zu gehen und zu sagen, so, jetzt ist Schluss, ihr setzt euch an den Verhandlungstisch und verhandelt. Wenn zum heutigen Zeitpunkt die USA zu den Ukrainern gehen würden und sagen würde, wir stellen die Waffenlieferungen ein und ihr geht an den Verhandlungstisch, würde ich zum heutigen Zeitpunkt darauf wetten, dass Zelensky sagen würde, dann versuchen wir es ohne amerikanische Hilfe. So, weil es kein Stellvertreter ist. Aber wer soll es Russland sagen? Ja. Weil sozusagen die Interessen... Wer sagt Russland? Was? Ja. Wer soll es Russland sagen? Ja, weil die Interessen sozusagen, natürlich gibt es gemeinsame Interessen, aber es gibt sozusagen autochthone, originäre, ur-ukrainische Interessen, diesen Krieg zu führen. Und die werden sich nicht von jemand anders sagen lassen, sie müssen jetzt aufhören. Aber wer soll es Russland sagen? Die Frage nehme ich dann noch dazu. Ja, es gibt gegenwärtig keinen. Der Einzige, der es könnte, meines Erachtens, ist China. Und China hat ein Interesse daran, dass dieser Krieg so weiterläuft. In ihrem Interesse, dass es so ist. Genau. Gut, weitere Fragen. Ja, dann würde mich jetzt mal interessieren, also ist dann das Ziel dieser Waffenlieferung oder dieser Unterstützung denn wirklich eine unabhängige Ukraine zu gestalten am Ende, oder ist das Ziel dann nicht vielleicht einfach eine vom Westen abhängige Ukraine am Ende zu haben? Also wie sieht das dann aus am Ende? Sagen wir mal so, vom Westen abhängig in dem Sinne, ökonomisch wird die Ukraine auf eine lange Zeit bleiben, weil dieser Staat muss wieder aufgebaut werden. Also sozusagen dieser Staat muss wieder aufgebaut werden. Und ich gehe jetzt nochmal darüber hinaus, warum wir ein Interesse daran haben, dass die Russische Föderation da verliert. Die Ukraine hat volkswirtschaftlich gesehen 2 Haupteinnahmequellen. Das ist die Schwerindustrie, die ist im Donbass, die ist entweder in russischer Kontrolle oder kaputt. Und das sind Getreidelieferungen. 8%, glaube ich, am Weltmarkt. Wenn es der Russischen Föderation gelingt, vom Osten über die Landbrücke bis zur Krim alles zu haben, ist die Ukraine vom Wasser abgesperrt. Getreide über Land zu exportieren, ist wesentlich teurer als Getreide per Schiff zu exportieren. Das heißt, die Ukraine würde dann ihren Anteil am Weltmarkt verlieren. Das heißt, aus den 2 wichtigsten Einnahmequellen für diese Volkswirtschaft wird plötzlich nichts mehr. Dann hängen die noch viel, viel stärker am Tropf der Europäischen Union und der internationalen Gemeinschaft über IWF und Weltbank als ohnehin. Also von daher, es ist nicht in unserem Interesse, wäre es eine souveräne Ukraine, die auf ihren eigenen Beinen stehen kann. Seien wir mal realistisch, vielleicht kriegen wir die souveräne Ukraine hin, auf ihren eigenen Beinen wird die lange nicht stehen können. Lange nicht stehen können. Das ist bei anderen Staaten übrigens auch so gemacht worden. Demokratieprozesse, wie beispielsweise damals in Spanien, aber auch in Griechenland, wurden durch solche auch EU-Aufnahmen gefordert und gefördert. Aber man muss noch mal auch bei dieser Frage noch mal einmal erläutern. Die Europäische Union ist nicht mehr nur der Westen, sondern es sind viele osteuropäische Länder Mitglieder. Ich muss es nur einmal aussprechen, weil wir noch immer über den Westen reden. Die EU ist heute nicht mehr nur der Westen. Das hat Vor- und Nachteile gehabt in vielen Debatten. Nimmt man aber die Stimmen der Osteuropäer in der EU, haben sie eine viel klarere, eindeutige Positionierung, vielleicht auch ihre geschichtlichen Erfahrungen der letzten Jahrzehnte, was die Frage Russland und Verlässlichkeit angeht. Ich wollte das nur erläutern, damit wir wissen, die EU ist nicht mehr nur der Westen. Weitere Frage. Darf ich noch einen Satz zu Ihrer Frage sagen? Aus meiner Sicht, ich habe gar keinen großen Dissens, aber ich glaube wirklich nicht, dass es irgendwelche finsteren Absichten jetzt da aus dem Westen gibt, um da irgendwelche sozusagen geopolitischen Pläne oder Spielchen zu spielen, sondern die Absicht ist lauter, nämlich die Ukraine zu unterstützen in ihrem Abwehrkampf gegen eine russische Aggression. Da habe ich gar keinen Zweifel dran, aber nicht alles, was aus guten Motiven passiert, ist auch schon gut gemacht oder richtig. Und das würde ich eben in Zweifel stellen. So. Die Motive stelle ich nicht in Zweifel. Noch 2 Fragen. Die sind dran. Ja, also mich würde jetzt ganz kurz interessieren, sehen Sie den Eingriff Deutschlands als sozusagen Verteidigung der westlichen Werte oder hat es für Sie noch einen anderen
Sinn, also sozusagen, was heißt dieser Krieg jetzt genau für die deutsche auch Identitätspolitik? Ich? Also an beide. Deutschland musste ja in gewisser Weise ein bisschen zum Jagen getragen werden. Ne? Und wir haben mit Blick auf die Situation in der Ukraine, glaube ich, auch eine besondere Verantwortung, und zwar eine doppelte Verantwortung. Also einmal eine historische Verantwortung. Das Zweite ist auch diese ganze Minsk-Geschichte und so weiter und so fort. Und wir waren der Staat, der sehr oft den Balten und den Osteuropäern gesagt hat, ihr seid einfach nur hysterisch. So. Daraus resultiert schon eine gewisse Verantwortung für diesen Konflikt. Ich glaube, und das kann man jetzt mit Werten oder mit Interessen bezeichnen. Ich also würde das wirklich synonym verwerten, weil Werte können manchmal auch Interessen sein. Das ist nicht immer trennbar. Hört, hört, sprach der Realist. Ja, das habe ich aber immer gesagt. Werte können auch Interessen sein. Und da geht es wirklich um Sicherheit und Stabilität. Da geht es um Sicherheit und Stabilität. Wir leben heute auf einem europäischen Kontinent, der angefangen ab 1975 sehr viele Instrumente der Stabilität und der Rüstungskontrolle entwickelt hat. Angefangen mit der Charta von Helsinki, ja, Unverletzlichkeit der Grenzen, und dann kamen noch Rüstungskontrollverträge dazu. Wir waren 1990 in der Situation, da haben wir immer von struktureller Nichtangriffsfähigkeit geredet. Das heißt, keine Seite konnte die andere wirklich überraschen mit einem Angriff. Es hätte so lange gedauert, dass es sich nicht lohnt anzugreifen, weil die andere Seite hätte sich entsprechend vorbereiten können. Wir haben jetzt 2023, von all dem ist nichts mehr da. Von all dem ist nichts mehr da. Und das ist nicht kaputt gegangen in den letzten 30 Jahren, das ist kaputt gegangen in den letzten 5, 8 Jahren, also in einem relativ kurzen Zeitraum. Sicherheitspolitisch leben wir heute in den 50er, 60er Jahren, was sozusagen die Stabilität dieses Kontinents anbelangt. Und unser Interesse ist, dass sich das nicht noch verschlimmert. Ja? Und jetzt komme ich, Michel Friedmann hat immer so schön gesagt, und das ist genauso der Punkt, auch ich bin lernfähig akademisch. Ich hätte früher immer gesagt, was Politiker reden, interessiert keinen Sau. Wir müssen gucken, was sie wirklich wollen. Jetzt haben wir mit Putin wirklich den Fall, der hat uns 1:1 erzählt, was er eigentlich vorhat. Er hat es nicht am Tag danach umgesetzt, der konnte warten. Der konnte 2 Jahre warten, bis er aus seiner Sicht strategisch günstig, und er erzählt uns, was er vorhat. Er will diese ganze Sicherheitssituation sozusagen nochmals mehr zurückdrehen. In den Briefen, die er geschrieben hat an die amerikanische Administration und die NATO, 19. Dezember, redet er davon, sozusagen letzten Endes einen Zustand wiederherzustellen wie 1997. Der zweifelt nicht die NATO-Mitgliedschaft Polens an, aber der will keine amerikanischen Truppen haben, die von diesen Ländern aber als die ultimative Überlebensgarantie angesehen werden. Und das ist im deutschen Interesse. Also im deutschen Interesse ist es die Stabilität, die ohnehin extrem fragil ist. Und wir kommen vielleicht noch dazu, wenn wir jetzt am Ende sind, entlasse ich Sie einfach mit guten Nachrichten in den Abend. Wir kommen vielleicht noch dazu, sozusagen, dass das letzte Instrument strategischer Stabilität, nämlich die Verhandlungen zwischen Russland und den USA über strategische Nuklearwaffen, also die Dinger, die sozusagen 8000 Kilometer weit fliegen können, ja, dass das auch gerade dabei ist, den Bach runterzugehen. New Start. New Start. Ja? Und in dieser ganzen Situation ist das deutsche Interesse, die Sicherheit und Stabilität Europas wenigstens in den wenigen Grundzügen, die wir noch haben, zu sichern. Und ein russischer Sieg in der Ukraine würde das noch verschlechtern. Das ist das deutsche Interesse. Und gleichzeitig, jetzt kommen wir auch was mit, sozusagen, da vermischen sich Interessen und Werte, meines Erachtens, ist ja diskutiert worden, wenn da ein Präzedenzfall geschaffen wird, dann leben wir wirklich international möglicherweise in einer komplett neuen Welt. Und dann wissen wir nicht, ob sich die Chinesen denken, ist ja gut gelaufen mit den Russen. Gucken wir mal, wie es mit Taiwan ist. Wie das mit Indien und Pakistan aussieht. Ja? Was Nordkorea dann plötzlich anfängt zu machen. Aber nicht nur die Staaten sozusagen mit Nuklearwaffen, sondern auch die Staaten ohne Nuklearwaffen, die dann denken, naja, wenn territoriale Annexion, ich habe da auch noch eine historische Rechnung aufzumachen. So. Und das sind unsere Werte, wo ich sagen würde, unsere Werte der Aufrechterhaltung bestimmter Prinzipien der internationalen Ordnung vermischen sich da mit unseren Interessen oder sind deckungsgleich. Ich habe Ihre Frage etwas anders verstanden, deswegen beantworte ich sie auch anders. Ich habe schon ein bisschen ein Problem mit dieser Überbetonung der wertegeleiteten Außenpolitik, insbesondere aus dem Auswärtigen Amt.
Ich glaube, es macht keinen Sinn, sich mit sozusagen fundamentalen Prinzipien in der internationalen Politik zu bewegen, sondern internationale Politik heißt, viele schmutzige Hände schütteln und Kompromisse ausloten und auf seine eigenen Interessen zu gucken. Das heißt nicht, dass Werte und Interessen nicht auch Überschneidungspunkte haben, aber ich bin eher für eine interessengeleitete Außenpolitik als für eine wertegeleitete Außenpolitik. Und in diesem Sinne muss man sich die Zeitenwende nüchtern anschauen. Es gibt viel Korrekturbedarf in der deutschen Sicherheitspolitik, aber wir sollten jetzt auch nicht das Kind mit dem Bade ausschütten. Und mir ist, um sozusagen nochmal einen unversöhnlichen Abschluss zu setzen, zu viel Kriegsgeschrei in der Debatte. Und ich bin froh, dass Deutschland eher im Team Vorsicht ist und sich nicht sozusagen polnischen oder baltischen Extrempositionen annähert, sondern eher in der Mitte ist, zögerlich ist. Genau, und das ist vernünftig. Und insofern ist die Zeitenwende eine notwendige Korrektur, weil sie ein Reflex auf veränderte internationale Parameter ist, aber bitte nicht alle Lehren aus der Vergangenheit mit dem Bade ausschütten und so Phänomene wie zum Beispiel Sicherheitsdilemma, dass also die Stärke des einen immer die potenzielle Bedrohung des anderen ist. Sowas darf nicht aus der Debatte verschwinden. Solche Punkte müssen wieder diskutiert werden. Russland, und das heißt, wenn wir jetzt aufrüsten, und es ist eine Aufrüstung, auch wenn die ganze Think-Tank-Landschaft das anders framet. Es bleibt eine Aufrüstung und wir müssen auch die anderen Effekte uns anschauen. Ja, du sagst dann, das ist so nur ein Ausfüllen von Mängeln sozusagen. Ja, ich frage nur welche. Du redest über die Bundeswehr oder wenn wir 100 Milliarden mehr für Verteidigung ausgeben, ich bin dafür. Ich habe zu denen gehört, die für ein Bundeswehrstärkungsgesetz waren. Du weißt das noch, vor ein paar Jahren habe ich viel Ärger für gekriegt. Also mir braucht man nicht zu sagen, dass Deutschland sich ordentlich bewaffnen muss. Wer aufrüstet? Ja, Deutschland rüstet auf. Deutschland rüstet auf. So, und wir müssen die Effekte auch berücksichtigen. Ich sage ja, es ist ein Stück weit richtig, aber wir dürfen nicht alle Lehren aus einer klugen Sicherheitspolitik damit ausschütten. Und die Welt ist komplizierter, das würde ich damit nur sagen. Ich würde ja auch sagen, das macht keiner. Ja. Also ich glaube sozusagen, natürlich haben wir das Auswärtige Amt mit seiner wertegeleiteten Außenpolitik. Aber wenn man sich so einen Fall anguckt wie den Iran, da wird man wieder feststellen, sozusagen, wie wir in dieses Dilemma zwischen Werten und Interessen kommen. Ja, im Iran gibt es diese Revolution und gleichzeitig verhandeln wir über das JCPOA. Und wir sind total zurückhaltend, diese Revolution zu unterstützen, weil wir Angst haben, dann geht das JCPOA den Bach runter. Also da ist das, ich sage jetzt mal so, das, was wir aus deutscher Außenpolitik die ganze Zeit kennen. Also dieses sozusagen immer interessengeleitet. Ich würde sagen, egal wie deutsche Außenpolitik argumentiert, am Ende des Tages war deutsche Außenpolitik immer interessengeleitet, aber manchmal sind Interessen und Werte liegen übereinander. Und manchmal klaffen sie auseinander. Und im Iran haben wir so ein klassisches Beispiel, wo sie auseinanderklaffen, was deutsche Außenpolitik zunächst einmal ein paar Wochen gelähmt hat, bevor eine Entscheidung getroffen wurde. Aber ein Interesse scheint bei allen deutschen Entscheidungen im Vordergrund zu stehen. Das sind die wirtschaftlichen, ökonomischen. Ja. Und das ist auch eines der Gründe, warum 2014 auch bei dem jetzigen Bundeskanzler alle Augen zugemacht wurden und mehr gewünscht war. Also auch im Iran geht es im Prinzip wiederum um ökonomische Interessen. Und wenn wir von Dilemmata sprechen, müsste man darüber nachdenken, ob Ökonomie an sich ein gleichwertiges Interesse zum Menschenleben ist. Aber da haben wir ein Problem, ein Satz nur, wirklich nur ein Satz. In der neuen Phase, wo wir jetzt sind in der internationalen Politik, die man Deglobalisierung nennen kann, also eine Abkopplung von China und so weiter, da gerät das deutsche Geschäftsmodell massiv unter Druck. Und irgendjemand muss auch die wachsenden Verteidigungshaushalte finanzieren und da gerät sozusagen vieles durcheinander. Das heißt, die Welt wird turbulenter, da weiß die Maus kein Faden. Das ist nochmal eine spannende Frage, die wir heute nicht klären können. JCPOA, meine Damen und Herren, ist übrigens die Verhandlung über die Begrenzung des iranischen Nuklearprogramms. Sie haben heute gelernt, oder ich habe heute gelernt, es gibt viele Enden, die Kriegen haben können, aber nicht alle Enden sind gleichermaßen wünschenswert. Und alle hängen in irgendeiner Weise mit Europas Sicherheit zusammen. Aber dabei gibt es ganz unterschiedliche Verständnisse von dem, was Europas Sicherheit ausmacht. Wie viel Risiko ist man bereit einzugehen und wie viel will man riskieren für die Verteidigung auch von Freiheit? Ich habe was anderes gelernt. Du hast was anderes gelernt. Michel, sag uns bitte, was du gelernt hast. Ich habe gelernt, dass der früheste und späteste Zeitpunkt eigentlich die Debatte immer aller zuschauenden Länder waren, wenn andere Krieg geführt haben. Übrigens war das zwischen 39 und 45 auch nicht anders. Und meistens ist diese Entscheidung getroffen worden aus egoistischen und ökonomischen Gründen. Und ich verstehe den frühesten und den spätesten Zeitpunkt, aber dann
in irgendeiner Form das auch noch zu begründen, dass man es für diejenigen tut, statt für sich selber, darüber denke ich heute Abend sehr lange nach. Wunderbar, ich hoffe, das tun Sie auch alle und wir sehen uns zum nächsten Streitclub. Das wird ein Sonderstreitclub sein zum Paulskirchenjubiläum. Freuen Sie sich auf 2 wirklich spannende Frauen. Sobald wir den Ort noch fest haben, werden wir es Sie wissen lassen und auch den Kartenverkauf wieder starten. In diesem Sinne, wir danken unseren Gästen. Wir danken euch, dass ihr uns nochmal sozusagen ein bisschen rausgeholt habt, aus einer festgefahrenen Streitgespräch vielleicht. Danken Ihnen für die Geduld und wie immer wünschen wir Ihnen jetzt einen schönen Abend und genießen Sie ihn und lassen ihn ausklingen bei einem Kaltgetränk.